Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was macht die da eigentlich? Und wir machen heute eine leicht verspätete Epic Corner und schauen uns eins von den zwei Spielen an, die es aktuell im Epic Store kostenfrei gibt. Das Spiel heißt Black Book und ich habe noch keine richtige Ahnung, worum es geht. Finden wir einfach gemeinsam raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir lieben die Herausforderung und spielen, glaube ich, mal die erste Runde einfach auf normal. Nightmare-Modus gibt es auch. Once upon a time, evil spirits dwelled here in these parts, and in a sense, they still do. I will tell you a story. It happened long ago, even before the revolution. It happened here, not far from Cherdin. I heard my grandmother tell it. A man was fostering an orphan girl. He was a Noah. Everyone called him Old Yegor. She didn't want to become a witch, but he taught her his craft. She was to be married to a special young man. I can't recall what exactly happened, but this young man took his own life. He was later buried beyond the gates of the churchyard. Which meant that he would pass straight to hell. As for the orphan, Vasilisa, she refused to accept it. She was intent on bringing back his soul from the inferno. To do this, she would need to break the 7 seals of the Black Book, which Old Yegor kept, and retrieve him. And it was for that reason that Vasilisa agreed to become a witch. But to become one, she needed to be initiated in a banya or at a crossroads. And so, Vasilisa set out for the crossroads. I slept poorly last night. Been waiting, hoping for you to return. But you haven't. You never sat at the table. Where are you now, sweetheart? Where are you headed? Relatives, and from the warm summer, you departed. There's no entrance or exit for you, it seems. Cold Mother Earth. There isn't even a churchyard fence to hold on to. Enough. I don't believe you would do this to yourself. It'll all be well. All will be well. I'll accept this knowledge from Grandpa, though I know what you thought of that. But there's no other choice. I'll drag you from that road myself. Sleep for now. Sleep. I won't be long. Oh, wir haben also scheinbar eine kleine junge Hexe, die ihren Mann verloren hat, oder die Liebe ihres Lebens verloren hat, weil er sich meidlich selbst umgebracht hat. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das Spiel ein bisschen lauter mache, aber ich glaube, das ist sehr leise heute. Und mal auf 90. Vielleicht ist die Dame auch nur sehr leise. Hat so ein bisschen Point-and-Click-Charme, ja. They didn't bury him in the holy ground.
Okay, Kettenwilz können wir an- und ausmachen. I need to go to the crossroads. The pine needles are golden with the sun already. Dann ist mal unsere erste Aufgabe erstmal. Ah, wir haben sogar eine Map, sehr schön. Zu den Crossroads zu gehen. Zur Kreuzung, der Kreuzung. Das scheint so ein bisschen Wissen zu sein, was wir haben. Ah, Short Story. Also auch viel zu lesen. Ich würde euch das jetzt nicht alles vorlesen. Das ist, glaube ich, was man sich nebenbei auf jeden Fall mal angucken kann. Zum einen so ein bisschen Enzyklopädie, wo spielt das Ganze überhaupt? Was sind die Crossroads zum Beispiel? Also, hier ist halt, wo wir uns überhaupt befinden im Moment. Scheinbar irgendwo auf der Handelsroute zwischen Europa und Asien. Was die Crossroads über sind, haben scheinbar wie in vielen Legenden und Mythen die gleiche Bedeutung. So eine Art Path zwischen den Welten, zwischen der echten Welt und der untoten Welt, Nachwelt. Hier noch ein bisschen zu unserer Person. Und wie gesagt, Mini-Stories, die man sammeln kann und sich auch mal durch. Schauen, was wir noch alles haben. Wir haben Items, die wir sammeln können. Und ich vermute mal, das wird das Zauberbuch sein, wo wir Abilities lernen können. Hier. Und Kräuter können wir sammeln. Map haben wir. Ja, und das schwarze Buch, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Ein bisschen nach Skills aus. Ich denke mal, das werden wir im Laufe des Spiels lernen, wie man es nutzt. Gut, dann machen wir uns doch einfach erstmal auf zu den Crossroads. Das ist auf jeden Fall bisher ganz niedlich gestaltet, finde ich. Das ist wirklich so ein bisschen Point-and-Click-mäßig. Einfach mal. Was war denn? Schauen wir nicht weiter. Bestimmt einfach geradeaus. Ja, wirklich überrascht. I have to go to the crossroads. I have nothing to do in the village. Es ist zwar sehr einfach gehalten, aber dafür sehr hübsch. He guards Vilgard, it seems. Spring is so hot this year.
The darkness of the night is filled with anticipation. You're at Mikhail's crossroads, along with old Yegor. You know the ritual that has to be done, but you've never thought of what might happen once it's complete. However, the time to draw the circle has come. Jetzt werden wir praktisch eingeführt in die Hexenkunst. Cherdyn, 16 miles. Solikamsk, 102 miles. Nirop, 21 miles. Ich glaube, da beobachtet mich etwas aus dem Wald heraus. Seht ihr das hier? Schattengestalt. Gruseligen Augen. Das erste Item, was wir equippen können, haben wir scheinbar auch schon gefunden. Die alten Kerzen, die wir eingesammelt haben. Die scheinbar, ich vermute mal, die Kämpfe werden irgendwie rundenbasiert sein. Wenn man hier irgendeinen Skill-Zauber, irgendwas beim ersten Zug sozusagen damit aktivieren würde. Immer weiter. Oh, hier hinten scheinen nochmal ganz viele Augen zu sein, die uns beobachten. The crosses look old. It seems people were buried here quite some time ago. So, have you found the candles? Well done. All by yourself at that. Seems my teachings were not lost on you after all. Naja, die Kerzen sammeln war jetzt nicht so schwer. Sie standen da recht offensichtlich rum. Now let's draw a circle. Ja, Be Kreis mal. careful not to leave any gaps, otherwise we'll be crushed by evil spirits. Oh, gut. Ich glaube, wir müssen ihn nicht freihändig zeichnen. Ich bin echt nicht gut im freihändigen, einen schönen runden Kreis hinkriegen. I've made a circle. Is it all right, Grandfather? The circle is drawn. No gaps, good. Too late to dither now. You think that I can help him? Sure you can. You can do anything when you have the book. So says the legend. Well, go on. It's time for you to take my knowledge. Such a long time we've spent together. Parting with it is bittersweet. Well, take it. Would you look at that? What power emanates from the book? The seal is open. It seems great sorcery lurks in you. Well, think about it later. Now speak the words I taught you. Also scheinbar bekommen wir jetzt das schwarze Buch, was es uns ermöglicht, auf Zauber zu wirken. Unser Großvater ist gerade überrascht.
welche Macht wir scheinbar in uns haben. Aber darum sollten wir uns später Gedanken machen. Bin mal erstmal ängstlich. Oh, Grandpa. I'm scared. I don't know if I can. Don't you fret, Vasya. If you run, you'll perish. So come on, speak the words. And soon you'll be a witch. I know you won't falter. I'll get up without crossing myself, but I will go to the crossroads. On the crossroads, I'll draw a circle and step into it. And I shall speak. Good merchants, come and buy my cat. For this cat, give me neither inconvertible ruble nor a fine hat. Ist das gerade der Zauberspruch? But bestow me with knowledge of the dark and eyes with vision sharp. So as I have said, so it will be. My words are stone. Here are your merchants. Now listen carefully if you value your life. To become a witch, you have to defeat this demon. Oh, nun geht's in den Kampf. Gefährlich. Sieht auch böse aus. Time for your first Sagavar. Ja, also tatsächlich rundenbasierter Kampf mit Zügen. Ich darf immer zuerst und wenn ich gewinne, indem ich alle Gegner zerstöre, indem ich ihre HP aufnehme. Ist klar? Klingt recht einfach. Hier. Und scheinbar mit Karten, Scrolls, Sprüchen, Karten. Also Karten. Seiten aus dem Buch vielleicht auch ein. Dann kann man Ziel aussuchen und dann den Zug beenden. Okay, und bei jedem Zug ändert das Buch die Seiten, die zur Verfügung stehen. Ich kann auch Angriffe blocken. Ah, das ist dann dieses Schildsymbol, was auch die Kerzen haben. Die halten immer nur einen Zug. Okay. Kann ich auf mich selber wirken. Ist klar. Ja, und man könnte auch noch zusätzlich Kräuter benutzen, die man eingesammelt hat. Such enchanted words protect from demons, but this protection fades quickly. Now draw up a complete Sagavar. Also man kann auch mehrere Sachen miteinander kombinieren. Wie wir das am besten machen. Verteidigungstechnisch. Okay, maximal 3 Seiten kann ich aus dem Buch nutzen. Sieht man dann hier oben. Okay, und die Sachen sind scheinbar in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Orders. Also sowas wie Aktionen sein. Das wären jetzt das. Viele. Und Schlüssel. Ob man die auch nochmal rausnehmen kann, weil dann könnte man zwar das Verteidigungsding vielleicht eher auf den Schlüssel nehmen und lieber 2 Angriffskarten nehmen. 9 HP hat er noch. Mal gucken. Naja, man kann die auch wieder rausnehmen. Die als Verteidigung. So. Good job, Vasya. This demon is nearly beaten. A couple more spells to rid the world of it.
Ich kriege also auch mal einen Hinweis darauf, was der Gegner vorhat. Das hier sieht so aus, als wenn er einen Angriff bei seinem nächsten Zug machen würde. Er hat aber auch nur eine HP. Okay. Brauchen wir eigentlich ja nicht mehr, wenn er wirklich nur noch ein Dings hat. Aber wir nehmen es einfach mal, wenn sich die Karten jedes Mal ändern. Ist es der wurscht? Das ist Verteidigung für uns. Noch einen Angriff auf ihn, auch wenn wir den nicht mehr brauchen werden. Jo, wir haben unseren ersten Dämon besiegt. Take that, you mangy hellhound! Well, now, Vasha, enter this maw. You'll be a witch as soon as you return. Jetzt müssen wir an diesen Höhlenschlund hinabsteigen und vermute mal noch weitere Kämpfe safe bestehen. travels. Sehr einladend aus. Is that you, Vasilisa? I should congratulate you. For the first seal is open. Only 6 remain. Okay. Also der Dämonenkopf kennt uns scheinbar und sagt, dass wir jetzt einen Siegel bereits aufgebrochen haben und nur noch 6 übrig sind. Also gesamt gibt es scheinbar 7 Siegel, die wir lösen müssen. But will you be able to open the rest? This is another matter entirely. What sort of devil are you? How rude, Vasilisa. I'm your chief advisor. It is I who grants you the powers of a Khaldun. We will become better acquainted in time, I presume. Mit dem Teufel. How do I open the seals? Oh, can't figure it out by yourself, girl? I'm disappointed in you. I'm curious. Can the Black Book grant any wish? Indeed, as legend dictates. Who knows? Perhaps you shall meet your beloved soon. Who is worthy to open the scroll and break its seals? No one in heaven, on earth, or beneath it has ever been able to open the scroll or look upon it. Yet. Okay, also bisher hat es wohl niemand geschafft, diese ganzen Siegel zu brechen und damit da die Macht scheinbar zu erhalten. Diese Scroll zu lesen, durch die man jeden Wunsch erfüllt bekommt, in ihrem Fall eben, dass sie ihren Geliebten wieder bekommt. Na dann schauen wir mal, ob wir die Ersten sind, die es schaffen. Let me return to the land of the living. Not just yet. Have you forgotten your purpose? I name you a witch. How many demons will you take on for your service? Surely I will only need one at most. We do not assign fewer than 3 imps, Vasilisa.
best among Yegor's old imps for you. Now go. Perhaps we'll meet again. If you manage to open the seals. Okay, also zur Hexe wird man scheinbar vom Dämon benannt. Bekommt scheinbar seine eigenen Imps. Kleine Privatarmee. What? What? Well, are you awake? The sun rose while you were coming to. Had to drag you home. I understand it's not easy to pass through the Devil's Domain. So, you've seen it? Huh? Are we home? Seems like it was all a dream. The devil made me a witch. Well, then it is a good day. What did I tell you? You should have become a witch a long time ago. Jetzt haben wir hier scheinbar noch eine der kleinen Geschichten geschaltet. Well, what's done is done. The legend says that your wish is behind the 7 seals. I could never open the first one. Here's the second seal, the Aspen one. How do I open it? Maybe it was the demon at the crossroads that opened the first. Perhaps. I think that demons do play a part, but what spirit is the Aspen one? I'll have to rack my brain a bit. Maybe there's something in the books? You yourself are a witch now. I knew that you would not let me down. The news of your enlightenment has spread already. Must be the Susetkes who told the heads of the families. Scheint allerhand magische Wesen auch zu Welt, in der wir uns befinden. Now people will come to you for advice. I am old now, not many teeth left. My Koldun powers are waning. Now it is you who will help the people around here. Perhaps you will even find the right demon for your problem. Well, while you were coming to your senses, I've already spoken to most of the visitors. Und umgesprochen hat, dass ich jetzt die neue Stadthexe bin. Haben wir wohl auch Besucher, die Hilfe von mir wollen. Großvater war schon ein wenig mit ihm geredet. Ja, die Aufgabe scheinbar. Kräfte lassen langsam. There's only one left. He's waiting behind the door. Look around for a start. Your book is over there, on the table. Do you remember how I taught you bookbinding? Afterwards, see to that visitor of yours. Some evil spirit has been giving him trouble. Got it? Have you yourself met this devil? I was initiated as a Koldun once. I saw this devil, who gave me my charts. I couldn't even lift the first seal. And you, all you needed was one touch, and it's gone already. It seems there is great power within you. Got it? I got it, Grandpa. Time to get to work. Na dann, machen wir uns mal Look auf. for the spirits around the district. Maybe we'll get lucky with the seals. We should not tarry. Who knows?
Perhaps after 40 days have passed, we won't be able to help. God bless. So, wir haben also auch ein bisschen Zeitdruck, weil es ein Ritual gibt. 40 Tage scheinbar nachdem unser Geliebter verstorben ist, wo wir ihm dann wahrscheinlich nicht mehr helfen können, weil seine Seele weg sein wird. Ja, also ich vermute mal, das wird unser Häuschen sein. Die können wir scheinbar auch umsehen, haben wir auch gleich. Sucher, mit dem wir reden sollen. Schwarzes Buch und auch unser Vater hat noch. Gucken erstmal ein bisschen, was es hier gibt. There's a great number of books in this collection. Illuminated books of old as well. Black books are not kept here, however. They're in a secret compartment near the furnace. Galbetz and his boss cellar. Old Igor says that's where the Domovoy lives. I've never met one, but I once saw a black figure standing still in the corner of the house. Okay, also in unserem Keller lebt scheinbar ein Geist. Grandfather says that in days of old, they used to bury people under the stove. That is how the Domovoy came to be. Interessant. Früher wurden Menschen unter dem, oder Verstorbene unter dem Ofen vergraben. Und so kam es, dass man sich Geister ins Haus geholt hat. So kamen Hausgeister zu einem. Okay. Mal erstmal kurz hoch. Ja, und hier können wir dann auch ähnlich wie, also es erinnert mich so ein bisschen an Kartenspiele mit einem Kartendeck. Das scheint so ein ähnliches Prinzip zu sein. Das ist hier halt ein Buch mit Blättern und Zaubersprüchen ist. Die Geräusche im Hintergrund. Meine Katze, die hier am Fenster gerade sitzt, einmal irgendwas gefunden hat, was sie gerne jagen möchte. Okay, man kann, also wir haben hier wohl die Karten, die wir derzeit drin haben. Das sind die, die wir noch nicht im Buch haben. Craften könnten, wenn wir genug Geld haben. Und dann ins Buch übernehmen können. Und mit der Zeit bekommen wir zum einen, weil wir die Siegel aufbrechen, mehr Karten, die wir uns kaufen, craften können und auch als Reward nachkämpfen bekommen. Und wir können jederzeit, außer natürlich im Kampf, auch das Buch umändern, welche Seiten dort drin sind und welche nicht. Jetzt wird unser Opa mit Buch. Das sind die, die wir jetzt im Moment drin haben. Wir haben ein Schild, also sowas wie ein Gift-Spell, Schild, Angriff, Heilung, mal einen Angriff und nochmal ein Schild. Das sieht doch gar nicht so schlecht. Verschiedene Presets machen. Auch Filter setzen. Schwarze und weiße Karten. Schwarze und weiße Magie. Interessant. Bisher haben wir natürlich keine überflüssigen Karten oder Karten, die wir noch nicht, die wir zusätzlich rumliegen haben, die wir benutzen können. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, wie wir es sortieren können. So, unsere
Station Einführung in die Hexenwelt haben wir jetzt ja erstmal geschafft. Wir wurden jetzt zur Hexe benannt. Schauen wir mal, was unser Opa noch zu sagen hat. So, Vasya, have you taken well to learning the mystical arts? Are you curious enough to learn some more? So, how did you become a Khaldun, grandfather? I was born in Vilgard, the sixth son of my father, Yevlam Pichurov. It was a big family, not the richest though. When you have so many mouths to feed, it's hard to save money. But we lived well as a family. The house must have been built well. That is to say, I realize this now. Then one year, a seventh brother was born. Timofey, he was called. He was a good lad. He grew up, but I didn't look after him well enough. Heavy is this sin of mine. I still feel guilty. Vasya, having chorts is a trivial thing. You would do better to protect the ones closest to you, to fight for them. It's knowledge that gives us strength, for we harness their own power against them, with the chorts under our control. Also mit den Imps oder Dämonen, die man so für sich selber als Haustiere würde ich es jetzt nicht nennen, aber familiäre haben kann man natürlich auch die Dämonen besser bekämpfen. Hat er natürlich recht. Ich bin mal gespannt, was die sind, ob das die Karten sind oder ob das noch irgendwelche Special Fähigkeiten sind. Looking after Timofey. We were playing with the other children, but I lost my patience with a boy. I cursed him severely, sent him to the Leshy. Hat leicht verwirrt, ob er über den Bruder redet, um den er sich nicht genug gekümmert hat, oder ob er gerade über einen Dämon, so einen Imp redet. So the Leshy carried him away. We never found Timoshka. He'd vanished. Oh, it's hard to bear these scenes, Vasya. So hard. So I decided to become a Khaldun. I wouldn't let the Dark Ones harm my family ever again. Or so I thought. Well, I'll tell the story of how I became a Khaldun later. Ask me tomorrow. It's hard to remember all these things of the past. You'll understand when you're as old as me. Und wenn wir mehr erfahren wollen, wie er auch selber zum Hexer vermutlich Khaldun wurde, dann sollen wir ihn morgen nochmal geben. How's Arizba built? Und das Itzbar ist das Haus von denen. It was built long ago. Lots of people have lived here since. Ich finde das auch sehr nett gemacht, dass man immer über die Wörter kurz mit der Maus rüber kann. Ein bisschen was mehr zu dem Begriff erfährt. Wie halt, dass das Itzbar im Russischen eine Hütte ist im Prinzip. More than half a century ago, it seems. All according to old rituals. You know them by now. Ja, und in der Enzyklopädie können wir uns das auch noch durchlesen. But I don't remember who built it. My grandfather, I suppose. How can I recognize evil spirits? How can I know when they're before me?
Simple. You've been to the world of the devil, and now you'll see everything for what it is. The only thing is, the darkness will see you too. Demons and spirits will track you down, and as soon as you glance into the darkness, you'll feel their eyes upon you as well. Be strong. Such is our fate. You make your own way. No, I have to go, Grandfather. We'll talk later. So, dann gucken wir doch mal, wie das hier mit den Besuchern funktioniert. Auf der Karte kann man, glaube ich, sonst nichts weiter machen als gucken. Und hier können wir, wie gesagt, uns in der Knowledge Section auch nochmal alles durchlesen. Schön. Bisher echt sehr, sehr nett gemacht, muss ich sagen. God bless Yegor Yevlampovich, Vasilisa Fyodorovna. Der Müller ist zu Besuch. God bless. I come bearing gifts. Some flour for your household. Please, hear me out. I won't waste your time. I'll tell you straight away. Something terrible is happening at the mill. We were working in the night, when suddenly we heard some strange sounds. Then a shadow began to darken in one of the corners. Such a deep blackness. We ran for our lives. You are known for your knowledge in these matters. What should I do now? During the night shift at the windmill, he heard some strange sounds and saw some strange shifting shadows. What could be behind such emanations? Okay, also zwischendurch kommen jetzt hier immer mal Leute oder auch Spirits und auch andere Sachen vorbei und wollen meine Hilfe, meine Damen. Und wir können dann die Frage beantworten, was sie tun sollen, also zumindest in seinem Fall jetzt hier. Und bekommen, wenn wir es richtig beantworten, ein Erfahrungsreward. Und unter Umständen können die Antworten auch die Ingame-Events beeinflussen. Die richtige Antwort rausfinden können wir oder sollen wir unsere Umgebung und auch das Onomastikon zu Rate ziehen. Zudem gibt es auch einen Tipp, den wir auf dem Knowledge-Button finden. Aha. Okay, und wenn wir es ohne den Hilfe-Button richtig beantworten, bekommen wir tatsächlich 50 Erfahrungspunkte. Und wenn wir den Button benutzen, dann nur 25. Na gut, probieren wir das. Ja, und das ist dann der Eintrag hier, vermute ich. Die Mühle, die still steht. Dann lesen wir uns das doch mal kurz. So, also die Windmühle hat scheinbar, oder die Mühle generell hat scheinbar eine Geschichte von einem
Wesen, Shishika, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Ich vermute mal ein Spirit oder irgendwas, ein Dämon, die man immer mal was opfern muss, damit die Mühle funktioniert. Und ja, würde dann jetzt fast mal intuitiv sagen, dass es sich um Dämonen handelt und nicht Banditen. Mal gucken, ob wir richtig liegen. Why do you work at night? Tatsächlich. Demons are at work. Jesus Christ. Well, how do you think the millstones turn? Not by the wind alone, obviously. It's forbidden to work a windmill after nightfall. But what do we do now? I did everything right when I built it. Please, help me. I have this old item that you might find useful. You'd better cough it up if we help you. All right, Vasha. Look into what's going on with that place. The demon there may be of use to us, you know? I'll find out what's going on with your chort. Oh, thank you. I was told you wouldn't let me down. Goodbye for now. He's not your average miller. Usually they consort with a leshy, but this miller has some chort. Well, I'll study these seals while you're off dealing with the mill. And to make your trip a bit easier, take this herb. It is called an Adam's Head. It will heal you up if anything goes sideways. Time for you to be on your way. Evil spirits won't quell themselves. Also unsere erste Aufgabe als ist jetzt, uns um den Short, den Geist Spirit Demon, in der Mühle Well, zu kümmern. you get all that? Wanna ask anything else? Ja, jetzt können wir hier auch wieder Sachen fragen. Klicken uns einfach mal durch, nicht, dass wir was verpassen. Where do I find this windmill? Don't you remember the one to the north of Vilgord? The devil haunts that place at night, people say. Go there and be back home by sunrise. We have much to do. How do I use the herbs anyway? Well, it's quite simple. Use them in battle to close up your wounds. Okay, also nach Norden zur Mühle und Kräuter einfach im Kampf werfen. Got it, Grandfather. It's time to go. See you tomorrow. Ah, wait! One more thing. I've sent a chort to Kusheva village. He must have cursed someone. Go there and fix it. You'll earn some money in process. Vielleicht noch ein zweites Quest. Unser Großvater hat scheinbar so einen Dämon irgendwo in so einen anderen Ort geschickt. Und das Viech hat wahrscheinlich inzwischen jemanden verflucht. Sollen wir hingehen und fixen, damit wir Geld verdienen. Klingt ein bisschen wie ein Scam. Also er schickt extra den Dämon hin, damit ich ihn dann bekämpfe, damit wir Geld dafür kriegen. All right, Grandpa. Aber man muss ja gucken, wovon man lebt, ne? So, und wenn wir irgendwo hin wollen, müssen wir uns immer durch diese ganzen Orte hier durchkämpfen. Wir haben jetzt zum einen die Aufgabe, hier oben zur Mühle zu kommen. Und zum anderen in dem Dorf nachzugucken, bei dem uns schon jemand verflucht hat und ob wir da was machen können. Wir gehen jetzt erstmal den Weg hier. Und schauen einfach mal, was uns erwartet. The silver glow of the moon catches glimpses of the foul water. The chilled northern night air is split by dull croaks coming from the swamp.
The strange noises soon subside into the silence of the Círdan woods. Oh, jetzt können wir hier auch vom Weg abkommen. Machen wir einfach. Wir sind ja Erkunder und Entdecker. Standing amidst the black wooden figures, you hear a rustle in the trees. You read the protective spells, but out comes a person, not a demon. An ancient woman dressed in old clothes. It would seem you have come across a beggar. Oh, a witch, a witch. I can smell your kind from a mile away. Ich habe mein Deo vergessen. Can you spare a few coins? I don't need much to get by. A person is only as good as they are charitable. Here you are. Don't forget me in your prayers. Thank you. I'll pray for your lost soul. Als ob wir ihr nicht später nochmal begegnen, der alten Dame. It's dangerous to go alone. Take this, a healing herb. Und unsere Nettigkeit wurde gleich belohnt. Wir haben ein paar Kräuter bekommen. Near the forest's edge, you see a white towel on an old stump. Someone has left a bottle of milk and some piragi. Near these gifts is a birch charter. Peasants from Bigici village are asking the Leshi to take care of their cattle. Also man hat scheinbar jeden Schritt, den man auf der Karte auch immer so ein bisschen the choice, was man machen kann. Das hat gemacht. Und das würde ich jetzt aber einfach mal liegen lassen, weil die Bauern des Dorfes haben halt irgendwelche Gaben hingelegt, damit ihnen der Waldgeist hilft, sich um das Vieh zu kümmern. Dann würde ich You decide to leave the sacrifice to the Leshi untouched. This is Bigici's folk business, not yours. Kräutergarten sozusagen. Nicht ganz, aber eine Gegend, wo viele Kräuter wachsen. Oh, nochmal ein Abstecher dahin. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit wir haben, ob das irgendwie begrenzt ist, was wir nachts haben. While traveling through the woods, you stumble upon a snake's nest. Baby snakes are still inside their eggs. Fortunately, the mother snake does not seem to be around. You make a small wall of stones around the nest and wait for the larger snake to come back. The mother snake soon returns. Seeing the barrier, she fruitlessly tries to get past, but soon leaves. Interessante Geschichte. Also ich habe jetzt hier ein Schlangennest gefunden mit kleinen Babyschlangen in ihren Eiern. Mutterschlange ist gerade nicht da. Ich bin gerade nur nicht sicher, warum ich da an der Mauer drum. Also warum ich die arme Schlange ärgere und die Babys drin. Some time passes, and the snake comes back with a bunch of grass in its mouth. The snake touches the grassy mass to the stone barrier, and the wall instantly collapses. The snake is reunited with its nest. You quickly grab the grass before the snake hides it. It smells of rust. The only noticeable thing about it is the cross shape made by 4 leaves. Fortune has smiled upon you. You have found a break herb, a bundle of aromatic weeds that opens locks and barriers. Interessant. Also dadurch, dass wir der Schlange den Weg versperrt haben, hat die Schlange ein paar Kräuter gesammelt, die Barrieren und Schlösser scheinbar aufbrechen können. Und hat das glücklicherweise für uns liegen lassen. Und so kommen wir jetzt an die Kräuter ran. You take the herb and get ready to go on your way. Und im Kampf effektiv macht das einfach das Schild des Gegners. Sehr praktisch.
lohnt sich also vom Weg abzukommen. On a hillside near Kacheva Lake, you see two silhouettes. One is combing the other's long hair. There is something strange in his uneven movements. Something that gives you shivers. It only takes a single step for the demons to notice you. In a Ja, das blink sind of an eye, tatsächlich Dämonen. 2 enemies stand before you. Das wird uns schnell anstrengender. Gucken wir mal, ob wir den genauso gut hin. Wie unseren Tutorialkampf. Das sind die 2 Dämonen. 20 HP, 13 HP. 4 Angriff, 2 Angriff. Okay, wir haben aktuell eine Defense von 3. Die würde nicht reichen, wenn uns beide angreifen. Also sollten wir auf jeden Fall einen Schutzraum haben. Gucken wir mal, dass wir uns erstmal auf den Schwächeren konzentrieren. Dann ist es aber zumindest einer weniger. Wir jetzt ausgewürfelt haben. Also wir brauchen mindestens 4 Defense gegen ihn. Den schaffen wir mit Glück. Nee, schaffen wir nicht, weil wir gar nichts an Angriffen bekommen haben diesmal. Oh, aber der ist gut. Den können wir schon mal auf den. Weil das ja so eine Art Gift ist und für den werden wir noch 1, 2 Runden brauchen. Lohnt sich also. Und ansonsten machen wir mal Verteidigung. Brauchen wir. So. So, jetzt haben wir schon mehr Glück. Wir brauchen für den noch 5 Damage. Mal leider ein bisschen verschwenden. Ist der aber weg, kann uns nicht mehr angreifen und dann reicht für unsere Defense auch einer. Und der hier hat ja den Giftspruch noch drin. Zu wenig Angriffssprüche, aber wir können mal den Giftspruch erneuern. Das sieht doch schon besser aus. Und jetzt hat ihn das Gift erlöst. Und wir können uns jetzt eine neue Karte aussuchen.
So, fast haben wir es zur Mühle geschafft. Gloomy windmill arms creak in the distance, parting the pre-dawn fog. The shadow of an owl passes overhead. It crosses your path, a bad omen, since man's path and man's destiny are as one. Yet, could it be it was trying to point you somewhere? Suddenly, you come upon a swamp and stop at its border. It is dangerous to continue onward. You turn to go back and notice a devil's finger beneath your feet. Was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist, wie ich im Kampf eventuell die hier benutzen kann oder ob das einfach die Sachen sind. Also das scheinen wir ja immer passiv beim ersten Zug dann auch wirklich zu haben. Müssen wir darauf achten, ob das jetzt hier dann auch am Kampf anfangen. Ah ja, tatsächlich, sieht man hier oben. Also das ist dann doch sowas wie Equipment einfach, was man dauerhaft drin hat und nicht im Kampf nutzen muss. Okay. Ich habe noch was anderes. Genau, das hatten wir auch neu. Sehr schön. Oh, ich kann sogar Sünden sammeln. Und mal gucken, wann wir da das erste Mal werden. Wir uns hier auch noch die beiden Nebendinger angucken, bevor wir zur Mühle gehen. Das machen wir. You meet two travelers from Bigichi village, who are on their way to the fields. The three of you continue on your journey together. Near the mouth of a chasm, one of them jokingly tries to shove you into the pit. You play along, thinking it was meant in jest. However, a moment later, it stops being funny. The peasant is inhumanly strong. He overpowers you, and you go tumbling down off the edge of the chasm. You come to your senses at the bottom of a narrow ravine. The trees rustle loudly in the wind. Menschen sind so böse. Hat mich einer von denen einfach in so ein Loch reingeschubst. Na gut. Jetzt weiter. You walk around the windmill and approach the chewed forest. The grim silence envelops you. The only sound you hear is of the fir branches, whispering in the morning fog. Suddenly, you see a swarm of chorts flying out of the side of the building, gleefully throwing around pieces of the windmill's wooden machinery. The chort swarm dives into the gloom with a chorus of angry screams. As the forest sinks into silence, you inspect the windmill's debris. Among some wooden logs and mechanical parts, you find a small sack of flour and pick it up. Okay, wir konnten uns jetzt aussuchen, ob wir die Shorts einfach angreifen oder in den Überresten erstmal gucken, was da liegt. Man hätte es vielleicht auch andersrum machen können, weiß ich nicht. Kann scheinbar Kämpfe sich auch so ein Teil zumindest aufsuchen. So, und dann sind wir auch schon bei der Windmühle angekommen. Schauen wir mal, was da los ist. The spruce branches part, and an old mill stands before you. This place is filled with legends and stories from the surrounding villages. Those who visited this place at dusk, or worse, at night, speak of dark phantoms in the windows of the mill, of sudden gusts of wind and other devilry. It is what they call a bad place. It's hard to see anything in the dark gloom of the night. Nevertheless, you feel your eyes getting used to the darkness.
The Black Book may be aiding you. Amidst the thick grass, you spot an old axe, its blade covered with rust. Also einige Sachen sieht man auch, was so ein bisschen näher rangeht. Lohnt sich also auch ein bisschen It's zu a erkunden. carrier log. It's used to turn the mill. The old wood creaks in the wind. You can climb inside using a log. There is a small hole in the wall. The old windmill is creaking from the cold wind. It is not so often that you see this kind of mill in Cirden Uyezd. You try to clamber up, but your misstep leads to a painful fall. Another attempt, and you are safe inside. Eine gute Idee, durchs Loch zu klettern. Some kind of will has been placed here by the miller. Ja, wir gehen von hinten rein, damit uns die Dämonen oder was auch immer vielleicht nicht Grindstone gleich is still, bemerken. but the blades of the mill are turning. This chest is for various tools used at the mill. Nothing interesting. You study the cabinet. Among various krinkas, old pots, and birch bark containers, you find a sack with silver rubles. It might be of some use to you. Das ist jetzt so eine Moralfrage. Lass das Geld mal liegen. Wir werden ja bezahlt dafür, dass wir das hier machen und ich möchte dem Müller jetzt nicht so Spaß. A broken block of wood is near the wall. It seems to be part of the windmill's mechanism and the reason why the grindstones are standing still. Through a hole in the wall, you see the woods of Cirden. Ja, da sind auch schon die Dämonen. Ein etwas größerer. I expected to see a wretched old man, not a beautiful maiden. Ja, danke. Das ist so nett von dir. 13. Bruder. Why are you here, then? And I didn't expect to meet a demon speaking the common tongue. I'm an apprentice witch. Who are you? Ah, a demon, you say? Oh, you see, maiden, I'm not a common short. I am known as the 13th Brother. I am the guardian of the village, the forest, and the secret hidden garden and its heart. I'm also the guardian of this windmill. All of this is me, the unseen master, at your service. What kind of name is that? The 13th brother? It is a name whispered through time and across many lands, until it became my name, that is. I will tell you the story if you want to hear it, of course. There is still time until the dawn. Well, come on then. Tell me. I'm a scholar of evil spirits and the demons of the world. It is good to meet a sorceress that doesn't immediately hurl herbs and venomous phrases before engaging in the more sophisticated art of conversation. Very well.
So you're interested. A long time ago, I had 12 brothers. I was the 13th brother, the youngest. At that time, there was a war, and we were enlisted, you might say. I served under the strongest and most capable commander. He kept me alive, and so I became the last of my brothers, the 13th, and the only one remaining. After all those years, fate has brought me here. Why are you here, then? Well, what do you want with the windmill, then? Haven't you figured it out? Perhaps I was wrong about you. I thought of you to be a strong witch, a master of wit, deduction, and intellect, one endowed with knowledge that others do not possess. I guess not. The windmill is possessed. But is the demon's presence here as spontaneous as it appears to be? I must think about why he's here in the first place. Ja, hier sollen wir jetzt wieder aus. Warum der Dämon ausgerechnet in der Windmühle ist. Wurde hier gesagt, wir sollten immer hier reinschauen, so ein bisschen als Hilfestellung. Ob wir was Nützliches finden. Das, was wir jetzt hier im Buch haben, das fehlt mir jetzt nicht direkt. Das hilft mir jetzt nicht direkt. Er hat erzählt, dass er mal mehrere Brüder hatte. Dass er irgendwann rekrutiert wurde, scheinbar in einem Krieg mitzukämpfen. Was auch immer am Leben gehalten wurde, weshalb er erklärt uns aber immer noch nicht so richtig, warum er hier ist. Jetzt mal das mit 1 probieren, mal gucken. Familiar's curses invoke the devil. This piques your interest. Ach, leider das Falsche genommen. The swearing of mortals is so unsophisticated, and I must admit, I do not like it. But I'm not here because of that. I always have been and always will be here. They summoned me with a blood sacrifice when the mill was built. I'm bound to this place with my death in this world and my birth in the next. Enough, feeble sorceress. It is time to meet your demise. I will bring you into the ever dark realm of shadow and extinguish the candle of your life. Also der Dämon wurde heraufbeschworen, als die Mühle gebaut wurde, mit einem Blood Sacrifice, also ein Blutopfer. Und ist jetzt an diesen Ort gebunden. Und jetzt sagt er, Zeit für Gelaber vorbei, ein Kampf. And soon you will visit the fries of hell. There is yet to be such a Khaldun who can outmatch
The 13th brother. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und sind der Erste, der es schafft. So, der hat Angriff von 5 und das Ganze zweimal. Wir bräuchten wir eine Verteidigung von 10. 3 haben wir standardmäßig. Haben natürlich jetzt keine Karten mit bei, die uns großartig verteidigen. Geben nicht nur die. Die equippen wir aber auf jeden Fall. Wir versuchen mal, wie das funktioniert, wenn wir hier so einen Herb benutzen. Ah, okay, die kann man instant benutzen. Alles klar, so schön. Aber nur 1 pro Runde. Okay. Dann hauen wir mal noch ein Gift auf ihn rauf. Was wir hier noch haben. So, wir können ja nur noch ein Schlüsselding benutzen. So. Wird ein harter Kampf. Mal gucken, ob wir Glück haben und das Buch uns zwischendurch halbwegs gute Sachen ausspuckt. You are so arrogant. Do you really think you can defeat this ancient spirit? Yes, my book will help me. Wir hätten vielleicht vorher auch noch den einen oder anderen Kampf mitnehmen sollen für mehr Erfahrungspunkte. This can't be. Der ist schon anstrengend. Gift wieder rauf. Und nehmen mal ein bisschen Damage in Kauf. Ich weiß auch nicht genau, was das hier bedeuten soll. Oh wow, jetzt hat er 13 Verteidigung. Ich glaube, dafür können wir mal hier das Herb benutzen. Das haben wir bestimmt auch deswegen bekommen. The book. It is a legendary artifact. Okay. Jetzt habe ich das eine Kräuterding zu früh benutzt, weil das über seinem Kopf war natürlich erst das, was er in seinem Turn benutzt, und das Brechen des Schildes hätte ich natürlich erst danach benutzen sollen. Na gut, man lernt ja. I never gave up before, and I'm not going to now.
Jetzt hat er hier natürlich eine sehr hohe Verteidigung und wir natürlich nichts mehr zum Brechen davon. Also müssen wir uns da einfach durchkämpfen. Oh, der scheint doch irgendwelche Karten zu sperren, die wir nicht mehr benutzen können. Jetzt haben wir ihn, aber er hat nur noch 6 HP. Und wir haben es geschafft und ihn besiegt. Ein harter Kampf. Und 666 Erfahrungspunkte. Sehr passend. The 13th brother disappears into a burst of black flame. It seems that the air has changed, and it is easier to breathe. Soon, the Chorts will return and resume their work. The Dark Promise is still upheld. However, it is uncertain when they will start asking for sacrifices again. In any case, this is for the Miller to worry about. Die Oma-Demon haben wir jetzt besiegt. Die kleineren, die kommen wohl demnächst wieder und halten sich dann wieder an ihren Pakt, der mit dem Müller geschlossen wurde, dass sie eben die Mühle am Laufen halten. Wann sie jedoch wieder ein neues Opfer haben wollen, das weiß man natürlich nicht, ist aber scheinbar auch unser Problem. Na dann, Job erledigt. Wahrscheinlich ab nach Hause. And then he disappeared. He won't be interfering with work at the windmill anymore. Well done, Basha. I didn't doubt for a minute that you'd take care of the demon. Well, while you were gone, I had some thoughts about the seals. Every single piece has its meaning, and every seal requires a demon. The second one is the Aspen one. We'll have to think what to do next. So, Großvater ist stolz auf uns und hat in der Zeit weiter darüber nachgedacht, wie wir die verschiedenen Siegel gebrochen bekommen. Das nächste Siegel ist halt das Seal of Asp. Und er ist der Meinung, dass man für jedes Siegel einen bestimmten Dämon braucht. Und das sind dann die, die wir uns als Gehilfen holen müssen, bekommen werden. Schauen. The first seal was opened by touch, and that was all. How do I open the second? Well, not by simply touching the asp, that's for sure. I think we need evil spirits. So we'll find the Aspen demons. Where do you think we can find them, Grandfather? I don't know yet. I'll have to think on it.
Go deal with the things you can at the moment, and let me think. Can't we open the others right away? I doubt that, but who knows? Look around a bit and maybe you'll fortune upon the right chart. I see. Time to get to work then. The shorts are back. I sent them to perform an arduous task. That's why they weren't around. Now I should give them tasks? Well, what did you expect? You knew what you signed up for. Everything has a price, especially wishes. If you don't want them to torture you, send them to curse people. That's the life of a Khaldun for you. And if I don't want to curse anyone? Then suffer. These demons won't leave you alone. I've seen them before in Yorpestir. Not often, though. Now you will see them plenty. You can observe our entire gubernia in your Pister. In the end, you decide what you do with those jorts of yours. God help us. Also ich habe scheinbar irgendwelche Dämonen jetzt tatsächlich schon, die gehörten bevor meinem Großplatz mir. Und ich kann die scheinbar auf so eine Art Mission schicken. Also ich kann die rausschicken, dass die halt irgendwelchen Schabernack treiben oder mich selbst von denen quälen lassen. Ja gut, dann schauen wir mal, was ich mit denen anstellen kann. Okay, wenn ich sie nicht rausschicke, dann klauen sie mir meine HP. Jeden Morgen muss man die neu aussenden. Und es gibt 3 verschiedene. Also wenn ich den nicht rausschicke, dann habe ich einen weniger bei Defense. Wenn ich den nicht rausschicke, verliere ich 4 HP. Und wenn ich den nicht rausschicke, dann habe ich -1 Attack. Gleichzeitig kriege ich, wenn ich sie rausschicke, scheinbar den Reward, der mir oben drüber angezeigt wird. Also Geld und Sünde und Zeit -1. Ich bin nicht sicher, was das erste Symbol sein soll. Okay, und die haben auch Vorlieben, scheinbar. Also bei dem ist es recht einfach, da schlägst du direkt dran. Der fette Iwaschka mag es, wenn Kinder hungern. Haben wir denn so eine Aufgabe? Mal denn die hier unten? Children Disobedient. Scare Peasants. Jetzt ist ja dann eigentlich das hier das Einzige, was für den hier das Richtige wäre wahrscheinlich. Ah, okay, Number of Days. Also das ist, wie lange er braucht, um seine Aufgabe zu erfüllen. Das ist, wie viel Geld wir verdienen. Und das ist, wie viele Sünden wir dafür bekommen. Sammeln wir tatsächlich auch Sünden. Nicht so einladend. Soll man irgendwie Kindern schaden und der mag es eigentlich, wenn Kinder hungern. Gucken wir, ob es das passende für ihn. Der hasst Leute. Und hier kann ich irgendwie ehrlich gesagt nicht rauslesen, was genau der mag oder nicht mag. Hier irgendwo angucken. Skills. Na gut, guck.
verhungern. Ratten. Die Ratten ist bestimmt was Lustiges, für die du Leute hast. Bei denen mal. Ah, da oben ändert sich irgendwas. Wenn wir den da hinschicken, kriegen wir nur eine Sünde. Ja, dann schicken wir doch lieber den hin. Bisschen weniger Geld dadurch bekommen. Jetzt. Ich weiß noch nicht, ob das nachteilig ist mit dem Sünden bekommen. Ah ja, der mag keine Leute und kann irgendwelche Viecher erschrecken. Menschen erschrecken. So, hat auch wieder was für uns. Aber noch kurz in unser Buch, dass wir das mal anpassen können. Dass wir jetzt Karten drin haben. Ja, wir haben ja jetzt 2 neue Karten. Maximum können wir die auch so reinnehmen. Ah, perfekt. Wir haben sogar noch genug Platz, dass wir die auch so mit reinnehmen können. Zwar noch was tauschen müssen. Und theoretisch hätten wir auch ein bisschen Geld, dass wir gucken können, ob wir uns irgendwas kaufen wollen. Vielleicht mal noch eine andere Angriffskarte. Ein bisschen mehr für den Angriff auch haben. The moment I became a Khaldun, I saw the Uyezd in a completely different light. There is no such place where a demon wouldn't hide. You just noticed? Your own chords are also a giant pain. How did you come to be a Khaldun, Grandpa? Well, told you the other day about the demon stealing Timothy. That's the reason for it. Fighting the pointy-tailed. I heard once that shepherds are no worse. So I became a shepherd boy. Helped Prokopy, the holy fool. I shouldn't mention him at night. Knew his way around the forest, that one. And how to find lost cattle. So I studied under him. Anyway, it's a long story. I'll tell you later how I received my knowledge. It's not like I got it from him anyway. Had to bust my butt. In any case, see how I managed to teach you. Appreciate that. I do, Grandpa. What kind of man was he, that Prokopy? Not a kind man at all. But of great knowledge. Cursed a lot of people. Practically earned a living that way. Nearly cursed me once. Are shepherds really knowers? What makes you think they aren't? Why don't you try finding all the cattle in the forest without a demon's help? One has to know how to ask the old man of the forest for help. And in case a demon steals a cow or something, you have to be able to get it back. You'll have to learn. What did you think? Shepherds lie on their backs all day. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Schafhirte, der einfach nur gechillt irgendwo rumliegt. You wish. Demons are the one turning the grindstones at the mill. Well, the miller won't turn them, that's for sure. Can't the wind spin them? Do you have to use demons everywhere? It's dangerous, and a sin to boot. Well, what did you expect? It will soon be the 20th century. The demons might make it easier. If they can start making flour, who knows? Maybe we can teach them to reap, too. You've heard of steam engines, huh? I think there's a steam chart inside, like the one you can find in a samovar. How did you manage your own chores? Nothing to it, really. Just give them something to do.
The only thing is they can't manage every task well. Their job is to wreak havoc. They don't like any other sort. Yegor Yevlampovich, Vasilisa Fedorovna, it's me again. Came to give my thanks. The spirits have stopped haunting us. Here's what I promised. The spirits broke some things in the windmill, but we'll fix it somehow. I have some money saved up. I'll use some of it to fix the windmill, and the rest I'll leave to my grandson. Das ist bestimmt das Geld, was wir im Regal gesehen haben. Wenn wir das geklaut wäre, jetzt war bestimmt was anderes. Well, it is what it is. Afternoon, sorceress. I come bearing gifts. There's this woman. Gets on my nerves. It's awful. Could you curse her, maybe? Nothing serious. Just put her in her place. Oh no, I'm not the cursing kind. Well, all right. I'll think of something myself. Well, see you. Wenn wir jetzt ohnehin nicht machen können, unsere Imps sind ja alle unterwegs. Be well and live long. My godmother sends a jug of milk and sends her regards. Kolya, is that you? Hello, old Igor. So, you're back. Yeah, it's been at least a week. You sure have grown tall. How tall are you, exactly? 12 vershoks? Well, what brings you here? I heard about your man, Vasilisa. It's hard to lose loved ones. I know. However, I'm here for another reason. I need your help. Yesterday evening, at a get-together, I made a bet with the lads. They dared me to enter Banya at night. I don't believe all this supernatural stuff you see. When you go to war, you see things you know. I entered this old Banya, the abandoned one, by the river. It was around midnight. I opened the door and saw a sort of blue light, and it was quiet. I reached into the stove, you know, to take a stone. They wouldn't call me chicken if I showed them proof later. Suddenly, a hairy paw grabbed my left hand. Here, look, it left a mark. That devil didn't let me go. All of a sudden, some female voice said, "Marry me." The hand was hot as fire, and then I just lost it, and it kept on asking. And she still held on to me, wouldn't let go, so I told her I would. War bestimmt keine gute Entscheidung, dem Dämon oder was auch immer das war, zu sagen, halt, er würde sie heiraten. Then she let me go. I ran as fast as I could. Damn this demonic power. You're a knower. Help me, would you? Nikolai visited the Banya at midnight, and something grabbed him. What might that be? Ja, das ist jetzt schwer zu beantworten, weil ich gar nicht weiß. Also das wird es nicht sein, was die beiden Sachen sind. Mal gucken, ob wir in unserem Knowledge Infos zu finden. Das hätten wir nicht irgendwo bekommen. Ah ja, hier. Falls der eine hat, eben mehr. So, jetzt mal zur Knowledge finden.
Okay, haben wir zumindest für die Bennix schon mal eine Erklärung, was die sind. Das war ja eins der beiden Auswahlmöglichkeiten. Okay, Bennix ist scheinbar der Dämon, Hausdämon, was auch immer von den Badehäusern, wo der Typ gestern auch war. Und da gibt es halt auch bestimmte Sachen, auf die man achten muss, dass man halt nicht betrunken da drin geht oder beim ersten oder dritten Heating, Erhitzung, wie auch immer. Bin ich jetzt nicht sicher, ob es das ist, weil letztlich hat er ja auch gesagt gehabt, das Ding hat ihn gegriffen und sagt, es soll ihn heiraten oder er sie es heiraten. Aber das zweite sehe ich hier gerade nicht drin, dass wir da jetzt schon eine Erklärung zu haben, was genau das ist. Ist jetzt die Frage, ob wir einfach mal riskieren, das zweite anzuklicken. The bunny is near a river, so that was a Rusalka. Ah, okay. Jetzt wissen wir, was eine Rusalka ist. War aber leider das Falsche. No, there's a separate master with its own banya, that's it. Or perhaps a mistress. That was a bannik. Lord Almighty. So its hand was hairy. What else did you notice? I couldn't see anything. It was completely dark. The hand was black and hairy. What did you do with the stone? Well, I took it with me. To prove to them I wasn't yellow. Didn't tell about the demon, though. Dropped it off at home later. I told my godmother, and she sent me here right away. Ah, wise woman, your godmother. All right, I won't leave you to the wolves. Vasilisa, take a closer look at the demon. This bannik may have an aspen seal on her. Oh, welch Zufall. Der Dämon in dem Haus. Das ist was ähnliches. Der hat vielleicht das Siegel, was wir lösen müssen. Go to the old banya tonight, both of you. Talk to the demon and find out why she wants to marry you. You, Koля, use this balm on your left eye to see the demons. Don't forget the stone, Koля. I'll wait for you outside. Jetzt sollen wir mit ihm zusammen da nachts hin. Gucken wir noch, was der letzte Besitzer möchte. Hey, Vasya, they say you're a knower now. This may be of interest to you then. The other day we were gathering berries by Kajil Lake. By the way, I have brought you some. It's near Zapolsk. Anyway, we came across this clearing with holes everywhere. The horror! So I thought you might want to go there. Who knows? Perhaps there are evil spirits. Und jetzt haben wir noch einen optionalen Task bekommen. Sehr interessant. Didn't think I'd be seeking help from nowheres. I've always depended only on myself. My military service? Well, it's quite a story. Maybe later. Optionalen Task schauen wir uns mal an, ob wir den mitnehmen können. Im Haus zwischendurch auch was Neues ist, was lohnt anzusehen. There's a great number of books in this collection. Galbetz and his bestseller. Grandfather says that in days of old, they used to bury people under the stove. That is how the Domovoy came to be. Scheinbar nicht. Gehen wir mal los. Okay, man kann den Companion mitnehmen. Ah. Ja, und die kämpfen dann sogar mit. Sehr praktisch.
Und das wäre hier der Abstecher, den wir machen müssten, wenn wir den optionellen Tasten machen. Gut, dann müssen wir den Nikolai wohl gleich mitnehmen. Hier können wir eh nichts an- oder abwählen. Und beim letzten Mal haben wir scheinbar auch nichts von den Valuables gefunden, also nichts von Sachen zum Einsammeln. Gucken, ob wir diesmal mehr Glück haben. Kämpfe werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr mitnehmen, damit wir auch noch ein paar Erfahrungspunkte kriegen. You notice a black silhouette on the road. It appears to be shrouded in fog, and is hard to distinguish in the soft lighting of the night. The air is filled with a strange song, performed by the demon. You've never heard this melody before. A chill runs down your spine as you listen to the alien melody. Ich glaube, so ein Dämon sollte man lieber nicht seinen Song fertig machen lassen. Wir greifen ihn mal an. Wir sind mal viel. A quick gesture and the circle is drawn. You read a Zagaver and break the song of the demon. Okay, also er möchte auf jeden Fall im nächsten Zug den er mit mehr Spirits beschwören. Das hat er mal durch. Unser Companion hat scheinbar keine HP, sodass wir uns da hoffentlich keine Sorgen machen müssen. Es braucht aber auch 4 Züge, bis wir die Helper-Ability benutzen können. Schön ist, jetzt hat er zwar einen zweiten beschworen. Und der wiederum will irgendwas machen, was 15 Damage macht in 3 Zügen. Aha. Und der greift uns mit 6 Attack an. Na dann schauen wir mal, was wir machen. Den sollten wir recht schnell weg haben. Unser Companion hilft uns gerade nicht mehr. Einmal die 4 auf ihn. Jetzt machen wir alle gegen. Schild können wir nicht beschwören, weil wir schon voll sind hier oben, aber das kleine Schild können wir beschwören mit 3, das reicht uns auch. Und der macht seinen Zug ja erst in 3 Zügen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, dass wir die 17 wegkriegen, bevor er dran ist oder genug HP übrig haben. Natürlich haben wir gerade Pech und haben hier aufhauen. Haben natürlich gerade Pech, weil wir keine Attack-Sprüche großartig haben. Ich weiß gar nicht, ob die Reihenfolge wichtig ist. Ich glaube schon. Der Einspruch jetzt irgendwie auf mich selber raufgegangen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Spannend. Da habe ich natürlich gar nichts mit bei, was hier irgendwie Damage machen würde. Also, 3 Züge Zeit. Also wir können uns auch selber wehtun. Das ist schon mal gut zu wissen.
Jetzt haben wir ihn aber. Und das ist ja auch was Cooles. Das stellt 2 HP wieder her und sorgt dafür, dass wir beim nächsten Mal eine Karte mehr bekommen. Und einen Levelaufstieg haben wir auch. Cool. Und jetzt lernen wir auch Skills kennen. Ist die Frage, was brauchen wir? Das würde jetzt einen Damage mehr machen, Verteidigung mehr, so eine Karte tauschen können. Dadurch können wir ein Item mehr equippen oder Preise reduzieren. Items, die man erhöht. Mehr Geld verdienen. Ich glaube, eine Order-Patch bei mir. Das sind die, wo primär die Angriffe mit bei sind. Aber der doch immer mal Pech, dass wir nur Verteidigungskarten haben. Jetzt lernen wir mal das. Ich wollte mal gucken, ob die Dämonendinger durch die Dämonenpunkte lernen kann. Aber ich weiß nicht, ob die dafür da sind oder ob mir das nur anzeigt, wie viele von den Viechern. Aber wir probieren es einfach. Nee, dafür brauchen wir auch die ganz normalen Skillpunkte. Das ist klar. Dann wissen wir da Bescheid. Beschäftigt. Und 5 XP mehr haben wir jetzt auch. Den Dämon aussingen lassen, hätten wir bestimmt einen Song gelernt, fällt mir gerade auf. You notice a strange sight in the distance. A ball of snakes is rolling around the woodland road, scales glittering in the moonlight. Oh, wir können sogar um Hilfe bitten. Üben wir doch mal. Nikolai grins and picks up a large stone. He throws it right at the snake ball. Most of the snakes scatter, but some of the enraged creatures slither your way. Luckily, you find some healing herbs near the overturned stone. Na, jetzt haben wir Schlangen, gegen die wir kämpfen können. Sowas gibt es also auch. Ja. Die machen ein Gift auf uns, wodurch wir dann einen Punkt oder einen Angriffspunkt auf uns bekommen, sobald wir einen Zauber sprechen.
natürlich auch nicht die Karte gelernt, die uns gegeben hätte, dass wir irgendwelche Effekte von uns wegmachen können. Aber gut, müssen wir jetzt durch. Neue Zauberkarten erstellen können wir scheinbar nur, wenn wir zu Hause sind. Können aber hier zumindest neue Karten. Near the old gravestones, you see a demon. His eyes are focused on the sky. It seems that he is in deep thought. He merely sighs when he notices you. Oh, it's you! I remember you falling into hell. What a talkative chort. Well, what's so special about that? Me, I flew out of hell and decided to stay for a while. Help me find an answer to a question, and I'll reward you, witch. Well, sure. Ask away. I'm searching for an answer. What are the 3 kinds of dates? You go out on a date with your loved one. Well, that's one. What are the other 2? What are the 3 dates? You have one with a loved one, and the second one is? There's an exotic fruit called a date. Seems right. What is the 3rd one? What are the 3 dates? You guess one, the kind with a loved one, and also the fruit. What's the 3rd one? A calendar date. It sure seems obvious now. So you are nowhere. Here you are. A treasure for your efforts. Well, I guess I have to get back to hell before they miss me. Das ist ja ein niedlicher, der uns ein kleines Rätsel gestellt hat und uns dafür einen Reward gibt. Auf jeden Fall niedlich gemacht. Und wir haben es auch tatsächlich richtig beantwortet. Also es ging darum, was alles ein Date sein kann.
neben dem Date mit einem geliebten Menschen natürlich die Frucht, die Dattel und das Kalenderdatum. The demon disappears into flames. You continue on your journey. You're not what we consider an average girl, are you? In that case, I'll show you some fine wares. Here, take a look. Händler gibt es also auch. Jetzt haben wir hier eine Kräuterfrau gefunden. Wir können ihr Items Kräuter. Was es ja alles Cooles gibt. Ich finde dieses Breaker-Spell ja gar nicht so schlecht, gerade für so ein Boss oder so. Ich glaube, da nehme ich mir eventuell noch mal eins mit, aber wir haben echt wenig Geld. Hier ist auch was einen schlechten Status wegmacht. Das Kraut hier verstehe ich nicht ganz. Das macht eigentlich Poison und Waste weg, aber unten steht nochmal Poison und Waste, die Beschreibung für. Ich glaube, genau das ist es aber nur. Es steht nur unten nochmal die Beschreibung dran. Ich glaube, dann nehmen wir uns mal lieber sowas mit. Dass wir eine kleine Verteidigung haben, falls wir doch mal stärker vergiftet sind. Und für viel mehr reicht unser Geld auch gar nicht. Das ist mir hier ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer, auch wenn es eigentlich ein cooles Kraut ist. Vielleicht lupen wir aber davon auch noch mal was. Like a gloomy skeleton of an unknown beast, the old remains of a burnt house stand before you. All the logs are charred black. Some of them have collapsed and are covered with moss. Only the white stove gleams in the moonlight, still intact, even after the fire. It's hard to tell who used to live in this izba. You step inside, and you seem to sense the smell of burnt wood. Stars and pine branches are visible above instead of a roof. Suddenly, you notice a shaggy figure near the furnace. As soon as you make a move towards the mysterious figure, it disappears. A ball of baked clay lies where the black spirit once was. You take it with you. Oh, das ist ja gar nicht schlecht. Verteidigungsseite, was ein bisschen mehr macht. Und man beide Schilder gleichzeitig benutzen kann. Vielleicht sollen wir beim nächsten Level Up mal doch Items freischalten. Da sind wieder irgendwelche Augen im Busch, ich sehe das doch. You see a friendly flame burning in the distance. You come closer, and soon you are standing in front of a lonely church. Inside it is warm and cozy. It smells of incense and old wooden sculptures.
Soon, you hear a calm voice. I don't know if I should bless you, Vasilisa. Your road is a twisted one. You read a prayer and rest a bit. Und in der Kirche kann man also Items kaufen. Ist noch ein wenig für uns. Ich verkaufen kann, bin ich auch noch nicht sicher, weil ich noch nicht weiß, was ich davon eventuell noch brauche und was nicht. Je nachdem, wie viele Slots wir noch freischalten und was wir noch Schönes finden. You approach the open rift. Dried bushes are sticking out of its walls like the rotten teeth of a dead man. You carefully look down. Suddenly, the forest around you is lit by a strange red light. As you look up, you see a fiery ball zigzagging through the sky. Your words are lost among the tree branches. The fiery ball flies away, and everything is silent again. Night travels are not the most convenient ones. In the darkness, you can stumble upon any kind of evil spirits. This is precisely what happens now. You step into a silent meadow where a demon is drinking tea from a samovar. He notices you and invites you to join him. You drink the tea in silence, with the demon's glowing eyes fixed upon you. You feel uneasy and try to finish the drink as soon as possible. Suddenly, you feel a metallic taste in your mouth. Looking inside the cup, you discover that you've been drinking blood. The laughing demon disappears, along with its samovar. Dark pine branches move to the sides, and you see a meadow strewn with old, overgrown pits. You come closer and look into one of them. The green of the meadow drops into the open maw of the pit, from which you sense the cold of the grave. God knows who dug them up and why. You start to inspect the pits one by one. You take one careless step and tumble down. Luckily, the pit is not that deep, and you climb out with ease. Ich mache eine Menge falsch, You merke ich frequently gerade. look around. You feel as if someone is watching you. You almost decide to give up finding anything in these mysterious pits when you notice an old grave at the bottom of one of them. Also ich glaube, wir müssen gleich als erstes erstmal ein Heilungskraut werfen. A grim pit is filled with a damp stench. You see an old cross covered with a rotten towel. Near the grave, there is a small pot with an offering to the dead. The old cross is covered with moss, and mushrooms grow at its foot. You feel uncomfortable near the grave of the unclean dead. In the pot by the gravestone, you find a couple of gold coins, which you quickly pocket. But it seems to have disturbed the dead man. Suddenly, a white spirit rises from the grave.
Ja, und jetzt haben wir unsere erste Sünde begangen, weil wir die Gaben, die dorthin gespendet wurden, mitgenommen haben. Ich hatte eigentlich einen Weg gesucht, die Dämonen rauszulocken, aber genau das haben wir scheinbar dadurch auch geschafft. Das nächste müssen wir machen, wenn jetzt ein Kampf ist. Allerdings haben wir dafür jetzt, wie gesagt, eine Sünde eingesammelt, die wir auch nicht wieder loswerden. Und die Verteidigungsitems, die wir drin haben, stacken tatsächlich. Also wir haben uns von vornherein 8, wenn wir den Kampf starten. Vielleicht ein bisschen mehr Verteidigung zum Start. Haben wir jetzt echt geschafft. Wir machen auch mal. You hear a familiar voice. Young folk are having an evening gathering, although it's not the best season for it. Hi, Vasya! I know you have no time, but sing at least one song with us, for old time's sake! Oh, oder hier lernen wir jetzt das Lied. All right, but just one. You sit by a house and dissolve in a deep song. Tatsächlich. Ein Song gelernt. There's a rotting bridge over a small river, a tributary of the Kolva. In the moonlight, you discern a strange silhouette on the other side of the bank. You take several steps towards the silhouette, but it disappears in the morning mist. A chill runs down your spine. Da haben wirklich viele Kreaturen hier in den Wäldern rum. Und hier haben wir jetzt auch den Song, den wir uns jederzeit anhören können. Interessant. The small barrel once held water. This banya sure sang glow. The door is stuck. Here it is, the old Banya.
the things it saw during its lifetime. Here at last, and all these demons in these parts, I had never thought. Evil spirits have always been here, but you won't be able to see them without these churts harm people. But nobody can even see them. Enemies here as well. No place is safe these days, I guess. I've been thinking, why did the spirit attack me? Someone must have been there before me. Well, first of all, it was nighttime, and evil is strongest at night. Why did the evil spirit attack Nikolai? Also wirklich ein Hinweis darauf, was er hätte anders machen können oder warum das Ding jetzt ausgerechnet hat. Ich jetzt hier in den Beschreibungen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Rate jetzt einfach mal, ist bestimmt wieder das Falsche, aber Bannock's sure love their das rituals. Richtige. You didn't ask to be let in, did you? No, I didn't. I just walked in. Well, there you have it. The spirit took notice of that right away. You don't say. The banya has sunk a little. That's why it got stuck, I think. You're a strong fellow. You open it. I can do that, sure. But could you put Zagavor or something on me so no one grabs me? All right. I know just the thing. Stand still. All the shelves have rotted through. Let me, kind Bannock, pay a visit to your home. Repeat after me, Kolya. Let me host Bannik. Now, let's think of what to do with this bride of yours. She's been waiting for us, I suppose. That blue light has been shining here, right until we came in. Let's summon her and ask some questions. All right. You are the knower here. First, let us prepare. In order for the Bannock to know we're here, let's heat up the stove. And that stone that you took, put it back. It's better if you do it. I sort of forgot how when serving in the army. Really? Very well. I'll draw a circle to be safe. I don't think your bride is evil, though. Better safe than sorry, Vasa. After that, we'll step into the circle. I'll read a special spell, and just like that, she should appear. Vasa, you are a knower, no doubt about it. Well, let's get to work. All the shelves have rotted through. Well, is it time? Yes, it is, Kolya. As soon as I start reading, the demon will appear. If you
you step out of the circle, she'll strangle you. All right, I get it. Here we go. Bannock, my hostess, let us wash in steam. Ist nicht mal eine hübsche Haut ist. Scheint aber auf jeden Fall freundlich zu sein. Don't run. Hear me out. Jesus and his troops! Don't move. Let me talk with this Bannock. Wait. I'm not a demon. I'm an ordinary girl. An ordinary girl, you say? Bannock says that she's but an ordinary girl. Is it a demonic trick? What is she then? If you're not a demon, you must be a changeling. Yes, yes. You're truly a knower. Well, it is as I said. I've been living in the world of demons for a long, long time. 18 years. I've grown to resemble them. I was still a child and came to wash with my mother. I did something wrong. I can't remember what, but my mother said, "Devil take you." And so, an Abdericha took me. Das klingt ja freundlich. Also die war eigentlich ein kleines Mädchen, die mit ihrer Mutter im Badehaus war. Und ein Spirit, was unter Anja lebt, hat sie lebendig gehäutet. Help me, Vasilisa. You're my only hope. Ich hoffe, wir können ihr helfen. Mal gucken, ob wir sie irgendwie befreien können. Where have you been all this time? We wandered the banyas. I got sent where the stove was hot. Such was my life. Now we live in this old one. Do you know anything about Aspen demons? No, I don't. But I can ask the Abdericha. How do we bring you back? To escape her, I need to get closer to the mortal world. Bring me a good belt and a cross, the kind that's worn on the skin, and find me a name. Then the Abdericha will have to marry me to someone. You, young fella, don't you let me down. Only you can do it. Also, zu befreien brauchen wir jetzt einen Gürtel, ein Kreuz, was man um den Hals trägt. Muss ja einen Namen geben, damit sie dann gerettet werden kann. Sterblich. So scheint sie dann wohl frei zu kommen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. I will help. I promise you my word. What kind of cross do you need? Just any cross won't do. I've been living with evil spirits for too long. I need one that's been worn by a demon. Well, that's a puzzle. Where can we find a God-fearing chart? Oh, I don't know. Your friend is a knower. You'll think of something. Kreuz muss also von einem Dämon sein, nicht nur irgendein Kreuz getragen hat. Where can we find the belt? I need a special belt as well. It has to be woven by a skilled witch. We can give you the name right away. No, that won't do. The name has to be one from Sviatsi and given by a priest. Es wird anstrengend. All right, we'll help you. It's wrong to abandon a Christian soul. Besides, you already have a groom. Of course we'll help. Thank you. Bring me a cross worn by a demon, a name, and a belt crafted by a witch. I think I hear the roosters. I need to go. Come back again with the gifts. I'll be waiting.
Until we see you again. The demon crawls back under the bench and disappears into black flame. You return to old Yegor's house and think about what to do next. But she needs a cross that was worn by a demon, a human name, and an enchanted belt. Then she hid under the bench. What a job you have. Worse than fighting the Turks. This is our destiny. A changeling, that bride of yours. What's a changeling? The Bath spirit must have switched her at birth, I imagine. Now, Vasilisa, can you guess how shall we lift the Aspen seal? What demon is necessary for the book to open the Aspen seal? That Abdirija switched the girl with an aspen log. A log is a demon itself. Well done, Vasya. My teachings weren't for naught. Zugeben, die Hälfte der Zeit rate ich nur. The changeling from the ethereal world. These infants don't grow up, as you know. The question is, should we waste our time on the bride's requests if we ourselves can find this changeling? We can't abandon a Christian soul to evil spirits. Ich ganz genauso. Wir sollten dem jungen Geist auf jeden Fall helfen. If I were you, I'd think whether I should take a demon for a wife. Only a devil will marry a soldier like me. We haven't heard of such a child up until now. This means that the parents keep it secret. Right. The demon might have gobbled up her parents. Without that demon bride, we won't find it. You'll help me then? We will. But what should we start with? Huh? What was it she asked for? Journals. Ja, ich denke schon. Man sollte ja versuchen, immer viel Gutes zu tun. Zumal man in dem Spiel auch für Sünden bestraft wird. A cross worn by a demon. Is such a thing possible? Everything is possible, Vasilisa, if you think about it. I heard that an Ikotnitsa appeared in Yenidor recently. Neue Wörter, die wir lernen. Ein Ikotnik ist also ein Mann, der von einem Dämon besessen ist. Und das ist das Dorf nördlich von wo wir wohnen. Go there and take her cross. Um dem jungen Geist zu helfen, den wir da gefunden haben, müssen wir ein Kreuz einsammeln, was ein Dämon vorher getragen hat. Wir müssen einen Gürtel weben,
selber wahrscheinlich. Den Hexengürtel, den sie braucht. Und müssen ihr einen Namen Let's geben, look aber into nicht the other irgendeinen. requests first. A name out of the Sviatse. Sein Name muss aus einem spirituellen Buch kommen, wo wohl anhand der Kalendertage, ich weiß nicht, wann sie ist geboren wurde, ein Name ausgesucht wird. Ich kann den Text gerne ein bisschen länger lassen. Well, that's simple. Go to the priest and he'll give you a name from the Sviatse, if you can convince him to. That is. Okay, mit dem Namen haben wir aber Glück. Die Kirche hatten wir ja schon gefunden gehabt, als wir auf der Karte rumgereist sind. Letzte Nacht. Ich denke, das wird wieder die gleiche Kirche sein. Let's look into the other requests first. An enchanted belt woven by a witch. Und ich vermute mal, den können wir selber machen. Wir sind ja schließlich eine Hexe. This is not as simple as it seems. You are a knower, yes, but not powerful enough to weave a belt like that. It also takes a lot of time. Okay, wir sind also noch nicht stark genug, um es braucht noch seine Zeit, sowas zu machen. Vielleicht kann uns Großvater ja helfen. Großvater macht den Job ja schon viel länger. I know this witch, Kapitalina Ivanovna. People call her the Spinner. Oder wir gehen zu einer anderen Hexe und holen uns dort Hilfe. Ich auch. But she's not an easy woman to deal with. We'd better go together. Ist also nicht ganz so einfach. Großvater möchte mitkommen. Bestimmt auch Geschichte zusammen. Fangen wir doch einfach damit an. Well, let's start with the belt. Very well then. To the Spinner. Auf und davon. Vasilisa and I are going to see the Spinner. Und ich vermute mal, Nikolai wird diesmal hier bleiben. Den brauchen wir dann erst ganz am Ende wieder, wenn wir den Geist und ihn dann verheiraten. There's nothing for you to do there, Kolya. Understand? Sure did. And one more thing. Don't say anything about the Banya or the bride. Hi, Dr. Max. Und Großvaterchen gibt uns jetzt noch den Hinweis, dass wir der Hexe, die wir gleich besuchen gehen, nichts erzählen sollen, weder von dem Badehaus bis zu dem Geist dort, noch einfach nichts von erzählen. Ich glaube, die wäre auch nicht begeistert. The Spinner can't stand demons, though she looks like one herself. Also die mag keine Dämonen, obwohl sie ein bisschen selber danach auch. Got it? Yes, Sir. Who is the Spinner? A woman of sorts. Ich glaube, das sollte er sie lieber nicht hören lassen. Her name is Kapitalina Ivanna, but everyone calls her the Spinner behind her back. She's quite knowledgeable. You don't want to mess with her. Und also, wenn sogar er das sagt, der ja doch sehr viel mehr Erfahrung als Hexe hat als wir,
Dann sollten wir darauf hören und uns bloß nicht mit der anlegen. That's why I am coming with you. Don't go running your mouth. Speak nothing of the book. Also nicht mal davon dürfen wir eher erzählen, nicht mal von dem Buch, welches wir jetzt ergattert haben und wo wir nach und nach die Siegel freischalten. Got it? Verstanden. What should I say to get the belt? Good question, Vasilisa. Ja, wirklich gute Frage. Wenn wir nicht erzählen dürfen, wofür wir den brauchen. Keep your ears open when you speak to her. Remember, do not mention demons. She does not like them. And you might as well disregard the fact that we needed the belt for a changeling girl. Okay, also gibt er uns noch mal kurz die Anweisung, die wir ja eigentlich schon gehört haben. Nichts sagen von dem Changeling, nichts sagen von den Dämonen. Now, if you show you are of knowledge, that would be good indeed. Kriegen bestimmt auch wieder so eine Ratefrage. Gucken, ob wir die richtigen Antworten diesmal wischen. If she doesn't like you, or should you let anything sleep, the cost will be more than we can handle. Wir dürfen nicht das Ganze erfahren. Na dann. No pressure. Bloß kein Druck. Understood, Grandpa. It's time we were on our way. Yes, it's better go to her at night. I've arranged a cart for us. Oh cool, diesmal muss er nicht laufen. Do you have any Kupala salve left? If I only knew. We could fly, but feet will do. Ja, es gibt schon mal irgendeine Salbe, mit der man fliegen kann. Cool. Gucken, ob wir die später noch finden. And another thing. There's this rich fellow, Petrov is his name. He asked me to check on his field. Says demons are ruining his crops. Oh, sehr schön, wir haben auch optionalen Text, den wir mitnehmen können. Ich verstehe auch langsam, warum wir so ein bisschen auf die Zeit achten müssen. Wir haben ja nur 40 Tage Zeit, um unseren Geliebten zu retten. Und man kann ja aber nur eine Mission scheinbar pro Nacht machen. Und die Tage vergehen. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, welche Aufgaben man annimmt und welche nicht, damit man das überhaupt rechtzeitig schafft, alle Siegel zu brechen. It's not far from Pinchak. It so happens. Aber den optionalen Task nehmen wir natürlich wieder mit. Für Erfahrungspunkte und für neue Karten. Oh, Kartenspiel gibt es jetzt scheinbar auch. Einen Besucher haben wir auch wieder und ich glaube, einer unserer Imps ist auch wieder zu Hause, genau den schicken. So, wir wissen ja immer noch nicht gerne, was er gerne macht. Ich gucke einfach wieder danach, wo wir am wenigsten von den Sünden kriegen. Und das hier oben zu sein oder das hier. Hier wäre einen Tag unterwegs und hier ist er sogar 3 Tage unterwegs und sind wir 3 Tage los. Würde ich sagen, soll er einfach mal einen Gitterstuben heraufbeschwören. Vielleicht bringt das ja Spaß. So, das ist unsere Map. Gucken, wie viele optionale Sachen sich auch wieder auftun. Und das optionale Quest ist hier hinten. Hier ist das Hauptquest. Hier können wir jetzt auch nichts weiter auswählen. Unseren Opa mitnehmen. Und bestimmt später noch. Und wir gucken mal, was wir beim Kartenspielen haben. Da bin ich gespannt drauf. Achso, und haben wir noch? Ja, genau. Wir haben eine neue Karte, die wir mitnehmen können. Und ich glaube auch ein neues Item, was wir jetzt rein können. Genau. Jetzt reinnehmen. So, Kartenspiel.
Aber niedlich gemacht, dass es sogar so ein Minigame gibt. Okay, also wir müssen alle Karten, die wir in der Hand haben, loswerden. Und zieht immer nacheinander und greift den anderen mit einer oder Karten an. So, jetzt Nikolai mit der Platz 6 angreifen. Ja, und er hat einen König rübergelegt, damit hat er den Zug gewonnen und ich verloren. Ja. Am Ende stockt man die Karten immer auf 6 wieder auf. War bekannt vor. Okay. Nikolai hat Kreuz 8 gelegt, also lege ich jetzt mit. Dann sagt mir das ja, ne? Sieben soll ich spielen? Also mal mit dem kleinsten anfangen. Ach nee, nicht Pik 7. Karo 7. Da muss er ja rüberkommen. Ah, und ich kann jetzt noch mal rüberlegen. Mit entweder einer 7 oder einer 10. Ach, das ist interessant. Wenn ich dann noch eine zweite Karte spiele und er kann nicht rüberlegen, dann muss er die Karten nehmen, die ich gelegt habe. Also so kann man Karten sozusagen loswerden. Oder riskiert eben mehr zu kriegen. Und es gibt auch Trümpfe, die natürlich wie bei vielen Spielen als Trumpf rübergelegt werden. Jetzt gleich 2 Buben. Das schlägt mir auch gleich vor, was ich legen kann. Also ich kann jetzt selber auch Buben loswerden. König loswerden. Und er legt noch einen König und da komme ich natürlich nicht rüber. Ich sehe nicht, wozu ich die nehmen soll. Oh, nee. Die mussten wir jetzt nehmen. Das mit dem Nehmen habe ich noch nicht ganz verstanden, aber mal gucken, finden wir schon noch.
Okay, wenn ich gar nichts entgegenbringen kann, dann muss ich nehmen. Also ich glaube, die Runde verlieren wir. Nur noch 3 Karten, jetzt noch 2 und wir haben ein paar mehr. Da können wir wieder nichts gegenbringen. Okay, die Runde haben wir verloren. Interessantes Spiel. Vasilisa, listen. Thank you for your help with the Banya. Ah ja, selber ist der Besucher. Okay. Aber noch sind wir ja gar nicht fertig. Don't thank me yet. We still need to free the girl. Wie ich bereits sagte, sind noch gar nicht fertig. It's just that I wouldn't be able to go at all if it weren't for you. Here, I want to give you this. Er will uns scheinbar doch trotzdem schon mal danken. Here, take it. Desk of Cards. Ah, okay. Jetzt haben wir einen Kartendeck bekommen. Wahrscheinlich werden wir das brauchen, wenn wir auch gegen andere Leute Karten spielen wollen. What's that? A deck of playing cards or something? Sure is. Been saving them for some time. They are antique, but first class. Wir hätten scheinbar erst den Visitor abklappern sollen. Jetzt haben wir uns das Kartenspiel natürlich schon vorher angeguckt. Nicht so schlimm, jetzt haben wir auch unser eigenes Kartenspiel. Ein bisschen älteres schon. Ja gut. I'll teach you to play if you wish. Das hast du ja dann schon gemacht. They say the devil himself is not averse to a good game of Durak. Und selbst der Teufel spielt gerne mal so Kartenspiel. Ne? Dann, wenn wir den das nächste Mal treffen, am Anfang kurz schon mal gesehen, die bestimmt nochmal wieder, wenn wir die weiteren Segel brechen. Oder vielleicht ja sogar mit dem eine Runde spielen. What was that with the stove? As if I'd believe that you forgot how to kindle it. Oh, jetzt spricht sie nochmal darauf drauf an, dass er meinte, er hätte im Krieg vergessen, wie man einen Ofen anmacht. Und dass sie das doch lieber machen soll. Ist ein bisschen chauvinistisch. And then you got a bit too scared when the demon girl grabbed you with the fire. Dass er da Angst hatte, kann ich durchaus verstehen. Wenn da so ein Dämonenmädchen auf dich zukommt mit brennenden Händen und dich grabt, also dich am Arm festhält, ich hätte, glaube ich, auch Schiss. It is as you say, Vaisa. It's not about the stove. I don't know what's wrong with me. There was this one incident. Since then, I'm not myself when I see any fire. Ja, er sagt, es geht gar nicht direkt um den Herd, sondern es gab da wohl ein Vorkommnis, weshalb er halt das Trauma hat und nicht mehr er selbst ist, wenn er Feuer sieht. I'm scared of it something awful. That's exactly the reason why the lads dared me to go to the Banya. They heard the rumors and wanted to have a bit of fun at my expense. Ist natürlich auch nicht nett, dass die anderen sich einen Spaß erlauben wollten und also davon gehört haben, wie es ihm geht mit Feuer, ihn da reingeschickt haben. Im typischen traust du dich eh nicht. Only I'm not one to give up so easily. Und er kann natürlich auch dann nicht Nein sagen. Letzter Stolz und so hatte er, glaube ich, schon vorher erklärt gehabt. Weshalb er auch extra den Stein mitgenommen hatte, damit er einen Beweis hat, dass er wirklich drin war. But
why? What's wrong with fire? Oh, it's a long story. Längere Geschichte. Mal gucken, ob er die gleich erzählen möchte. Ob wir wieder bis zum nächsten Tag warten müssen. Nein, wir können uns da gleich anhören. Na dann. Storytime. So how did you end up a soldier? Well, they took me as a recruit. We were just a kid then and don't remember much about it together. Und wir selber waren damals schon noch klein gewesen, als er oder als Rekrut zur Armee gekommen ist. Old Yegor just took you in after your parents. Well, when you went into the service, was it by your own choice? Aye, by choice. To be honest, some other lad drew the lot, but we have a large family. Er hat sich auch dazu entschieden, dass er zur Armee ist. And I'm a hot-headed guy. Er sagt über sich selber, dass er ein Hitzkopf ist. Das glaube ich sofort. Right, and a fine one. Quite right. It was my decision. I made my way to my field regiment, and they sent us to fight the Turks. Immer das wird der Krieg sein, von dem der Demo noch vorher schon erzählt hat. Scheinbar gegen die Türken gekämpft. Wir erinnern uns, das Dorf liegt ja auch irgendwo auf der Handelsroute von Europa nach Asien. Did they give you your cross there? Aye, that's a different story. I'll tell it later. Do you plan to marry that girl or not? Let's help her first, won't we? She must be a strong girl to pull through that sort of thing. Ein bisschen ausweichende Antwort, ob er das Mädchen dann wirklich heiraten wird. Erstmal helfen, sagt er. Aber scheint beeindruckt zu sein, dass sie ein starkes Mädchen ist, das es bisher durchgehalten hat. 18 Jahre mit Dämonen leben ist bestimmt nicht ein. Maybe God sent her. Interessante Theorie. A demon? Sent by God? Well, she said she was a changeling, didn't she? Ja, genau, nicht so ein richtiger Dämon, sondern wurde verzaubert sozusagen. The girls of my age are all married. Who would marry an old soldier anyway? Only a demon. Er meint, dass alle Mädels in seinem Alter bereits verheiratet sind und dass sowieso keiner ihn heiraten würde, außer eben ein Dämon. Das ist ja vielleicht die perfekte Frau für ihn. About the fire. Would it take very long to tell the story? Maybe not that long. Anyway, don't be such a bath broom. Jetzt haben wir nochmal aufs Feuer angesprochen, ob das eine sehr lange Story wäre. Und er meint zwar nicht so lange, aber soll ich so neugierig sein. Don't you have anything else to do? Der erzählt es uns bestimmt ein andermal. Und eigentlich hat er recht, wir haben ganz viel anderes zu tun. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Unsere Viecher sind draußen, unser Buch ist gefüllt, so viel Geld haben wir eh nicht. Was Neues zum Gucken gibt es hier auch nicht. Meistens leuchtet das irgendwie. Dann machen wir uns mal auf, neue Nacht, neue Dämonen zu bekämpfen. Wie immer weiche ich mal ganz viel vom Weg, um mal zu schauen, ob wir ein paar Erfahrungspunkte und andere Sachen mitnehmen können. Wir haben auch hier wieder eine Kurzgeschichte, die wir einsammeln können, 2 Wissenseinträge und einen Song, den wir lernen können. Mal schauen, ob wir wieder irgendwas. So, Obi kommt mit. Nikolai kommt diesmal nicht mit. Geht's los? You have goosebumps, a sign of a devilish presence.
you look around. Your only companion is humming among the silence. Suddenly, a dark figure steps out from the shade. It is a scribe, a Zagavr dealer. Also wie der Eintrag auf der Karte schon vermuten lässt, haben wir einen Händler gefunden, der Zaubersprüche verkauft. Reden wir doch einfach und schauen mal, was wir uns anbieten. Seek me out, girl, and I will grant you knowledge. I can help you gain a better grasp of your book and all the wisdom contained within. Hilfe mit unserem Buch wäre vielleicht gar nicht so schlecht. So viele verschiedene Zauber haben wir noch nicht und auch wirklich starke. Spätestens für den nächsten Bossfight wäre es schlecht, wenn wir da mehr drin haben. Mal schauen, was wir uns anbieten können. Man kann sogar seine Skills resetten. Wir haben bisher nur 2 Sachen geskillt brauchen. Also können wir gucken, was es zu kaufen gibt bei ihm. Vielleicht gar nicht so schlecht. Ein Zauberspruch, der positiven Statuseffekt wegmacht. Kann man ja auch auf den Gegner wirken. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir uns das mitnehmen. Die anderen lohnen sich nicht. Den habe ich auch schon recht oft als Reward gesehen. Noch mehr von diesen Key-Dingern müssen wir auch nicht ziehen. Wir ziehen eigentlich immer recht viele von denen. Von denen nehme ich. Und so viel Geld haben wir auch nicht. Wir sind sparsam sein. Mehr können wir in der Szene nicht gucken. Schade. Der hatte auch nichts anderes mehr. That lies upon dark pages is not that of madness. You cannot paint me as a liar. Gab's ja nicht. Hier. Ziehen wir mal weiter. You catch a whiff of the disgustingly sweet smell of rot. Cold fear enters your soul when you guess what might be the source of the smell. A human body lies nestled in the grass. It is already unrecognizable from decay. You see an old wooden cross upon its breast. Das ist aber ein schöner Anblick. Jetzt haben wir hier mitten im Wald eine Leiche gefunden, die auch schon so lange am Gras rumliegt, dass man sie nicht mehr erkennen kann. Ist es die schon? Und ein altes hölzernes Kreuz liegt auf der Brust. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir bestatten sie erstmal, damit vielleicht der Geist wenigstens zur Ruhe kommt. Das Kreuz würde ich jetzt nicht klauen und einfach unbeachtet liegen lassen, würde ich es jetzt auch nicht. Versuchen wir das mal. You dig a small grave and push the dead man inside. You read a prayer and continue your journey. Ja, jetzt haben wir scheinbar etwas Gutes gemacht, wodurch eine unserer Sünden wieder weggegangen ist. Kann man also doch wieder loswerden. Sehr gut. Und wir am Ende vielleicht nicht im Höhlenfeuer brennen müssen. Und wie immer laufen wir natürlich so weit ab vom Weg, wie es möglich ist, einfach um möglichst viel aufzudecken. All of a sudden, the tops of the trees rattle and clang. Alarmed, birds fly away, screaming in fear. You see a whirlwind filled with loose branches and dust from the road, headed your way. Ein Ereignis, was vermutlich wieder von einem Dämon ausgelöst wird. Wirbelwind, der Zweige und Sand durch die Gegend bläst und direkt auf uns zukommt. Jetzt könnte man ein Messer werfen, zur Seite gehen, ein Gebet lesen oder wir machen uns ganz einfach und fragen einfach unseren Großvater um Hilfe. Genau, das machen wir mal. Your mentor removes a knife from his shirt and throws it at the whirlwind.
it dissolves into a throng of enraged demons. Und gut für uns. Obi hat also jetzt auch ein Messerchen geworfen, um den Wirbelwind aufzulösen. Da drinnen sind Dämonen und gegen die können wir jetzt kämpfen. Das heißt, für uns gibt es wieder hier und ein bisschen Üben. So, 2 Dämonen haben wir. Der eine ruft noch mehr bei seinem Zug und der andere kann 5 an. Und unser Opa. Unser Opa kann machen, dass die Sachen von den Dämonen weniger stärker und versuchen es doch mal. Verteidigung haben wir genug gegen den Angriff von ihm. Ich sage, hauen wir erstmal den weg, weil das der neue Ruf, das können wir nicht verhindern. So viel Damage machen wir in der einen Runde. Was haben wir denn hier alles für Schönes? Ah, der ist nochmal gut. Der Damage over Time. Den nehmen wir doch aber mal auf den. Der wird stärker, wenn wir 2 von der gleichen Sorte oben haben. Verteidigung brauchen wir eigentlich noch nicht. Tun wir ein bisschen mehr aufbauen. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, dass die neue Karte, die wir uns gekauft haben, mit ins Buch zu nehmen. Machen wir beim nächsten Mal. So, der Dämon schwört sich erstmal ein Schild bei der nächsten Runde. Der greift mit 4 an, der greift mit 3 an. So, mal schauen. Wegkriegen tun wir keinen davon, würde ich also sagen. Müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Schild anwerfen. Konzentrieren uns trotzdem erstmal darauf, dass wir den einen wegkriegen. Ah, und der castet das Schild auf Random. Das ist sein Job. Der castet einfach Schilde. Okay, gut zu wissen. OP kann noch nicht. OP kann erst in 2 Zügen wieder was machen. So, kleinen haben wir jetzt auf jeden Fall. Der andere verliert sein Schild jetzt in der nächsten Runde. Echt zu wenig Angriffszauber.
Jetzt mal ein bisschen mehr uns vercasten können. So, also den einen kriegen wir auf jeden Fall weg, weil wir hier einen Zwei auf alle Gegner macht. Der macht Giftzauber auf unseren. Jetzt machen wir weg. Der klaut uns leider unseren positiven Status. Also stehen hier. Müssen die vielleicht an den können wir gar nicht wegnehmen. So, das passt. Den kriegen wir weg. Den kriegen wir weg. Nur den kleinen noch nicht. Machen wir einfach noch ein bisschen Schutz mit rein. Über HP. Machen wir HP. So. So, auch den Kampf erfolgreich abgeschlossen und wir dürfen uns für eine neue Kampf. Jetzt müssen wir mal kurz dran denken, dass wir natürlich auch Karten hochnehmen. Da haben wir genug Platz, deswegen müssen wir hier noch keine Auswahl treffen, sobald das Buch aber irgendwann voll ist. Müssen wir vielleicht doch mal drauf achten. Ah, und das Kartendeck kann man sogar equippen, wenn man möchte. Lohnt sich jetzt aber gegen die Sachen, die wir drin haben, aktuell nicht. Später, wenn wir Slot mehr vielleicht. Den Kampf haben wir fertig und wir können weiter zur nächsten Location. You see a small demon sitting on a hillock. In his hand, he is holding a snake by its tail, swinging it from side to side. A swishing sound of the snake's body and its angry hissing fill the swamp area. Das klingt ja gefährlich. Ein kleiner Dämon sitzt da rum und hat eine Schlange an ihrem Schwanz. Schwingt die von Seite zu Seite. Tut ja fast die Schlange ein bisschen leid. So, und wir können jetzt einfach warten, angreifen, Karten spielen in der Zeit. Oder zurückgehen. Oh. The stakes Wir are haben mal high Karten. in this demonic game. Your soul versus the girl's freedom. Böse. Probieren's mal. Vielleicht haben wir diesmal mehr Glück beim Kartenspielen. Aber witzig, dass man mit den Dämonen sogar Karten spielen kann. Um irgendwas. Oh, der kann die Karten sogar verzaubern. Transformieren in Trumpf. Klingt gefährlich. Jetzt machen wir. Oh, jetzt ist. Jetzt doch mal auf.
Inzwischen haben wir fast nur noch Trumpfkarten auf der Hand. Echt praktisch ist, weil wir so nichts nehmen müssen, theoretisch, sondern wir können ja Trümpfe für nutzen, um unsere Karten zu werden. Ich glaube, diesmal ist es ein Unentschieden tatsächlich. Oh, wir haben sogar gewonnen. Wow, jetzt bin ich überrascht. Hat er keinen Trumpf mehr auf der Hand gehabt. Sehr cool. So, jetzt auch wieder eine Seite aussuchen. Okay, die würde sich vor allen Dingen dann noch mehrere von diesen Karten haben. Erhöhen um 2, also aufstapeln. Nehmen Sie mal trotzdem schon mal mit, vielleicht finden wir eine zweite davon. Despite the late hour, sounds of celebration are coming from the village. It turns out that a festive dinner has dragged on and turned into a non-stop festival. You notice the worried host, who looks like he can't wait to say goodbye to his guests. Ah, so eine Feier kenne ich. Gemütliches Abendessen, gute Stimmung und dann gehen die Leute einfach nicht und feiern und feiern und feiern. Die ganze Nacht durch. Ich würde sagen, wir machen es mal nicht fies, wir ignorieren es auch nicht, sondern wir fragen einfach mal, ob wir irgendwie behilflich sein können. Damit der Gastgeber vielleicht endlich zur Ruhe kommt und seine Gäste langsam den Heimweg nimmt. You offer to disperse the festival for the host. His distrust of you vanishes when, after a couple of your Zagavers, furious winds send the suddenly worried guests scurrying home. The host rewards you with some of the dishes from a banquet table. Hat funktioniert, er war am Anfang nicht sicher, ob er uns trauen kann, aber nachdem wir ein paar Zaubersprüche gesprochen haben und stärkere Winde die Gäste dazu gebracht haben, ein wenig besorgt langsam die Feier zu verlassen, haben wir tatsächlich vom Gastgeber sogar noch ein bisschen was vom Essen abbekommen, das hier ins Essen ausgezahlt wird. Sehr cool. Hat sich ja gelohnt, da einen kleinen Bett zu machen. Bathing in the moonlight, a moss-covered idol is hidden among the tall trees. You walk closer and see a fresh towel wrapped around it. The forest around you is silent. Hat jemand sein Handtuch geopfert? Ich habe mal gehört, so ein Handtuch sollte man immer bei haben. Sonst mal den Enzyklopädie zu angucken. Ja, immer noch ein bisschen Mythologie erzählt. Hier geht es darum, dass halt verschiedene Leute oder verschiedene Bevölkerungsgruppen nicht alle das Christentum angenommen haben. Teilweise andere Glauben, gerade so Naturvölker sind. Einige das auch einfach gemixt haben mit dem christlichen Glauben. Ich denke mal, dazu werden wir im Laufe des Spiels noch ein bisschen mehr lesen. Ja, wer genauere Infos haben wollt, könnt ihr das auch nochmal im Spiel nachlesen. Wird zum Glück immer alles in der Enzyklopädie gesammelt oder auch als Geschichten. Wirklich sehr viel Liebe reingesteckt, habe ich das Gefühl, bei dem Spiel, so in diese ganzen Storys, Legenden, Geschichten, die man hier so beigebracht bekommt.
You meet a girl walking in the direction of Banteg. In her hands, she clutches a spindle that is emanating dark power. Old Yegor smirks, another of the spinner's victims. Jetzt würde mich ja interessieren, was genau diese Spinnerin, die Hexe, zu der wir gerade gehen, denn macht. Wir haben ja ein Mädchen getroffen, was nach Banteg geht und die halt so eine Spindel in der Hand hält, von der eine dunkle Macht ausgeht. Jetzt ist die Frage, ob wir uns da einmischen sollten. Ich würde sagen, wir versuchen uns einfach mit Helfersyndrom und so. You call out to the peasant girl and convince her to get rid of the cursed spindle. Surprised, the girl follows your advice. Und hat sogar geklappt. Sie ist unserem Rat gefolgt, die versuchte Spindel loszuwerden, und wir haben uns dadurch tatsächlich wieder eine Sünde weniger verdient. Und wir schon wieder bei 0. Sehr cool. You freeze with horror. A dead girl is dangling from a spruce tree's gnarled branch. You can't move. This strange fruit sways back and forth with a creak in the cold wind. She died recently. Jetzt haben wir leider ein erst frisch verstorbenes, totes Mädchen gefunden, das von einem Baum oder von einem Ast runterhängt. Wir können jetzt entweder in der nächsten Stadt Bescheid sagen, dass sie da eben verstorben ist. Wir können es einfach ignorieren und weiterreisen, oder wir können den Geist heraufbeschwören. Ich beschwöre mal den Geist und vielleicht erfahren wir, was passiert ist. As soon as you draw a circle, 2 demons burst from the skin of the hanged girl. It seems that demons have reached the body before you. Ja, schade, wir sind zu spät. Dämonen haben sich hier schon von der jungen Dame vergangen. Und diese Dämonen jetzt noch bekämpfen. So, beide wollen uns angreifen mit einem Attackwert von 9 gesamt. 8 Schild haben wir ja zum Glück zum Kampfstart immer. Einer hatte 13 HP, der andere 19. Und auch unser Opa kann uns wieder helfen. Und durch den hat zumindest der Dämon dann einen wenig kleineren Attackwert. Was auf alle geht, lohnt sich aber nicht so. Ist nur ein Punkt. Müssten wir den vorher noch mit reinnehmen, damit sich das vielleicht lohnt. Verteidigung hat keiner von denen. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt den Gift-Spell, wobei der natürlich auch praktisch ist. In der ersten Runde schaffen wir die beiden eh nicht. Das Ding bringt uns eigentlich gar nicht richtig, außer für unsere HP. Niemand. In dieser Runde wollen sie einfach nur ganz normal angreifen. Gut für uns. Verlegt kriegen wir aber keinen davon. Das Firmen macht aber scheinbar auch ein Spruch stärker wird. Dann sind wir auch schon einen los.
Und damit sollte man eigentlich komplett wegkriegen, weil wir haben jetzt hier 4, 8, 9, 13. Er hat sogar noch das Gift auf sich, also gar nicht dazu und sonst. Bin ich auch noch nicht sicher, was das bedeutet, dass es kein Wort-Slot verbraucht sozusagen. Nehmen es mal mit und gucken es uns mal an. Jetzt könnten wir natürlich hier hingehen. Wir wollen aber das optionale Quest noch mitnehmen, also überspringen wir den Punkt jetzt. Gehen wir ein Stück dran vorbei. Das ist ein Dorf, wenn ich es richtig gesehen habe. You feel at ease as you walk down the welcoming street of this village. A calm silence surrounds you. You almost pass through the village, but the silence is broken by loud laughter and the sounds of an accordion. Oh, cool, eine Party. Da gehen wir mal hin. Vasilisa, is that you? Come on, join us. Ah, sehr schön. Hier lernen wir bestimmt wieder einen Song, so wie bei den Mädels vorher. I don't have the time. Come on, your work is such a bore. 5 minutes here won't kill you. Hat der nette Harmonikaspieler völlig recht. 5 Minuten werden uns schon nicht umbringen. Wir uns mal kurz eine kleine Pause gönnen. Dann hören wir doch mal wieder ein wenig Musik. All right, I have a little bit of time. You sit by a house and dissolve in a deep song. Und natürlich singen wir auch wieder mit. On the field, you hear the steady sound of digging. Coming closer, you see a peasant moving the border of a field. The man looks startled when he sees you approach. He stops and calls out to you. So, singen ein kleines Stück weiter. Wir hören, dass hier jemand hier gräbt und ist ein Bauer, der vermute mal, der gräbt hat. Gucken wir auf jeden Fall so ein bisschen erschrocken, als wir näher kommen. Er ruft aber auch nach uns. Sagen, wir reden mit ihm. Is that you, Igor? Ja, unseren Großvater hat er erkannt, nicht um. It is I, with Vasilisa. God bless. Und unser Opa wohnt hier auch schon sein ganzes Leben lang. Er kennt bestimmt alle. God bless. What are you looking at? Na was wohl, wir fragen uns, was du hier machst. I'm moving the border ditch. What of it? Ja, der verschiebt die Grenze ein bisschen. Why are you moving the border ditch? You moved it quite far. For good reason. The Petrov's workers cause me nothing but grief. Okay, er meint, er hat einen guten Grund, die Grenze zu verschieben. Die Arbeiter, die
Die verursachen bei ihm nur, naja, Trauer ist falsch übersetzt, aber machen ihn halt nicht gerade glücklich. Ärger, Probleme, die er dadurch hat. Mal gucken. They deceived me. Shot me in flour. Only they didn't steal in broad daylight. Ja, die haben ihn scheinbar betrogen, reingelegt, haben ihm Mehl geklaut, nur nicht offensichtlich am Tag geklaut. Have you spoken of it at the village meeting? I have. Not much good it did me. Und auch das auf dem Village-Meeting, also auf dem Dorfmeeting, Auftreffen, ansprechen, hat scheinbar nichts gemacht. Petrov's folk silenced me right away. Huh. I'll tell you what. If you curse the demons, I'll pay you. Jetzt fragt er uns, ob wir die verfluchen können und er würde uns dafür bezahlen. Finde ich irgendwie alles nicht besonders. Also verfluchen möchte ich die eigentlich nicht. Ihn reinlegen. Probieren wir mal. Das war auch nicht nett. All right. Consider them cursed. You whisper a few cryptic words and make expressive gestures. Okay, das hat uns jetzt wieder eine Sünde eingefangen, aber das Verfluchen würde genauso eine Sünde bringen. Angreifen würde ich den jetzt auch nicht. Ich meine, armer Bauer, der sich betrogen fühlt um sein wertvolles Mehl, wäre also auch nicht die netteste Art. Und einfach weggehen wäre jetzt auch. They won't be able to say a word at the next village meeting. You can be sure about that. Und wir wissen ja jetzt, dass wir durch gute Taten die Sünden wieder ausgleichen können. Wir finden bestimmt noch ein paar gute Taten, die wir machen können. Können wir unser Gewissen auch wieder einwaschen. Thank you. Finally, some luck going my way. Here is some money. You take the money and go on your way. Bezahlen tut er uns auch noch für. Vielen Dank. Jetzt haben wir hier noch zwei Sachen. Einmal unser optionales Quest. Ach, das war unser optionales Quest. Okay. Jetzt noch das hier. Das Fragezeichen hier oben. Gehört natürlich hier zu der Option nämlich. So, also noch ein optionales Feld, wo wir hingehen können, bevor wir dann oben zusammen. Near a small forest creek, you find a grassy meadow. Among other vegetation, you see one beautiful flower. It's blood red and bright even in the moonlight. You come closer and tie its stem with a silver thread. With a swift pull, you now have a new, valuable herb, Adam's Head. Das ist eine blutrote Pflanze. Aber das Adam's Head, das sah doch gar nicht blutrot aus. You take the herb and get ready to go on your way. Aber wir haben wieder ein paar Kräuter gefunden. Die kann man ja auch immer im Kampf sehr gut gebrauchen. So, damit haben wir dann alles außer unser Hauptquest. Was haben wir hier noch Neues gelernt? Also hier ist noch so ein bisschen Geschichte zu dem Wort Hexe. Und hier haben wir jetzt auch noch den zweiten Song, den wir jederzeit wieder anhören können. Und dann auf zur Spinnerin, Weberin, Hexe, die uns den Gürtel spinnen soll. The closer you are to the house of the spinner, the more ominous the woods get. The decaying trunks of pines and spruces tower over the path like silent guardians. Your blood runs cold every other moment. You feel that the border between worlds is very thin in this part of the forest.
Also im Haus von der Hütte von der Hexe ist der Wald auch nicht mehr ganz so gut erhalten. Die Baumstümpfe, die Reste von den Bäumen, die stehen hier so ein bisschen pipi rum. Sieht man, glaube ich, auch hier. Beschrieben, dass die bereits am Zerfallen sind und den Weg dorthin so ein bisschen wie stille Wächter bewachen. Ich glaube, der Anblick ist bestimmt auch ein bisschen creepy. Das haben sie auch versucht, sehr gut in der Szene einzufangen. So ist das Blut in den Adern gefriert. Und dass man hier spürt, dass die Grenze zwischen den Welten sehr dünn ist. Schauen wir uns mal um. There are bright strings of some kind on the path. Rumrennen, ob wir hier irgendwo noch was sehen sind. Manchmal stehen ja Kräuter rum, manchmal ist auch irgendwo noch ein steckter Weg, wo man langlaufen kann, wo sich die Kamera ändert. Nicht. There are many different skulls and charms. Und heute gibt es verschiedene Köpfe rumhängen, Schädel. Da ist sogar ein menschlicher Schädel, mit dem man scheinbar reden kann. Opa reden. Wir laufen erstmal noch ein bisschen. Hier drüben sehe ich schon zum Einsammeln. Gut, das, was wir uns vorhin auch gekauft hatten. Die Wurzel, die Gift und diesen anderen giftähnlichen Spruch entfernt. Nicht weiter rumlaufen. Ein Stück zurück. Bin ich auch sehr schnell durchgerannt. Bin noch nicht sicher, ob was. Hier hinter auch nicht. Dann reden wir doch mal mit dem menschlichen Schädel. You approach the skull hanging by the door. Suddenly, the bony head starts shaking. A burning coal that serves as an eye socket stops you in your tracks. Der klingt auch creepy. Hat eine brennende Kohle als Auge. Und als ich näher komme, bewegt sich das Ding plötzlich. Wackelt so ein bisschen rum. Oh, joy! And Noah, are we? Er freut sich scheinbar, jemanden zu sehen, der ihn sehen kann, kennen kann. Finally, some fun! Das klingt nicht gut, wenn er mit uns Spaß haben will. My eye isn't what it used to be. Who's that old timer over there? I think I know him. Und auch er hat unseren Opa bereits erkannt. Unser Opa ist echt bekannt wie so ein bunter Hund. Will you let me pass to see the spinner? With pleasure, but I'm ordered to test Noah. Und hier haben wir bestimmt gleich wieder so eine Choices-Frage. Mal gucken, ob wir die richtig beantwortet kriegen. If it were up to me, I wouldn't be hanging around here in the first place. Anyway, we'll do it just like in the fairy tales. I'll give you 3 riddles. Drei Rätsel müssen wir lösen. Die Rätsel gucken wir uns gleich an. Ich muss nur mal ganz kurz, kleiner Notfall bei uns in der Wohnung. Eine Wespe hat sich verirrt. Mal ganz kurz rausjagen. Bin gleich wieder bei euch.
So, und da bin ich wieder. Der Wespe konnte noch nicht erfolgreich eliminiert werden oder ausgejagt werden. Sie wurden noch nicht gefunden, aber wir finden sie. Hoffentlich bevor die Katzen sie finden. Dann widmen wir uns mal den Rätseln zu, die der Whitehead für uns bereithält. Solve any one of them, and I'll let you through. Ja, wir müssen sogar nur eins der 3 Rätsel lösen, also nicht mal alle 3. Wir haben also ein paar Chancen. Na dann. Solve none, or refuse to answer, I'll take one of your eyes. I'm short one, you see. Und wenn wir alle falsch beantworten oder nicht antworten, dann klaut er uns ein Auge, weil ihm fehlt noch eins. I'd say that's the least of your problems. Hat sie irgendwie nicht unrecht. Das ist wirklich sein kleinstes Problem, glaube ich. Well, are you up to it? Natürlich. Oh, wir dürfen vorher auch Fragen stellen. Na, dann machen wir doch das erstmal. Wait, answer my questions first. I have no answers for you. I only ask questions. Ja, verdammt, hätte ja klappen können. Well, are you up to it? Alternativ könnten wir ihn natürlich auch angreifen. Wir können uns noch umschauen. Ich habe nämlich gesehen, wir können ja mit I unserem want to Opa look auch noch around reden. first. Reden wir erstmal mit unserem Opa noch. Vielleicht hat der auch noch ein paar Tipps für uns. So, how do you like this, Isbaha? Ours is quite a bit cozier, isn't it? Go speak to that skull. He's a doorman of sorts here. That's the spinner for you. Always thinking up something crazy. Okay, so viele Tipps hat unser Opa jetzt auch nicht für uns. Er sagt uns letztlich auch nur, dass wir doch rübergehen dürfen zum Schädel und ihm reden sollen gelassen werden. Na, hier können wir aber noch ein paar Fragen vorher stellen. Das machen wir mal noch schnell. Und dann geht's an die Rätsel. What do you mean, speak to the skull? I mean that it used to be a Khaldun. The regular folks aren't likely to chat with it. We, knowers, are used to this sort of thing. Ja, mal gucken, vielleicht machen wir da auch eine Chatsache draus, dann könnt ihr miträtseln. It's something new the spinner thought up. Skulls such as these used to hang on the trees around here like effigies of sorts. This one is used as a kind of test. Opa erzählt ein bisschen, dass früher hier wohl recht viele von den Schädeln rumhingen, so ein bisschen als Andenken. Und sich die Spinnerin, die Hexe wohl mal was Neues ausdenkt und einen jetzt eben für die Frage. It would be Test. best if you passed the test. This woman knows me, you see, but she's not familiar with you. Und wieder no pressure. Also man wird hier ganz schön unter Druck gesetzt. Gucken, ob wir das hinkriegen. What's with the yarn on the paths? You see it, do you? Ja, die komischen gelben Schnüre haben wir gesehen. Ordinary folk don't. Ah, ist also scheinbar auch was Magisches. Wir das sehen konnten, oder nicht? The yarn binds some poor Christians to the spinner. Okay, also mit dieser Wolle, mit diesen Fäden da auf dem Boden sind irgendwelche armen Christians, Gläubiger, an die Spinnerin gebunden. Und mal einer davon hätte dann vielleicht sogar zu dem Mädchen geführt, was wir vorhin befreit haben. It's a strong and dark sorcery. You had better go and speak to the doorman. Ja, Opi machen wir. Eine Frage. What else should I know about the spinner? Hush, child. These skulls report every little detail to that witch. Okay, und über die Hexe mag uns erstmal nichts weiter erzählen, weil die Skulls natürlich auch ihr Bericht erstatten. Keep your lips sealed.
Lieber nicht zu viel reden, sagt er. Gut, dann jetzt wirklich Rätseltime. Have it your way. Ask your riddles. Listen to the first one, girl. So, jetzt kommt das erste. There is a hamlet, folks packed together tight. Come morning the cock sings, yet no man stands upright. There's a hamlet, folks packed in tight. Come morning the cock crows, yet no man stands upright. Ich würde ja jetzt sagen, wenn das ein Ort ist, wo die Leute sehr eng zusammengepackt sind und morgens, wenn der Hahn kräht, aber keiner aufsteht. Ich hätte eine Vermutung, was es ist. Wenn ihr mitraten wollt, schreibt doch mal in den Chat 1, 2 oder 3. Mal sagen, wir setzen eine Zeit von, was ich zu lange, 30 Sekunden. Und los geht's. Und die Zeit ist um. Wir nehmen mal die 2, genau, das hätte ich auch gesagt. A cemetery. Proper dead men do not rise from the graves. Ja, die Taverne hat noch nicht zur Auswahl, aber der Friedhof war tatsächlich richtig. 50 Erfahrungen haben wir auch für bekommen oder 50 Zähne, je nachdem, wie man es sehen mag. Und, Proper Deadmen, also welche, die auch wirklich tot sind, die stehen nicht wieder auf aus ihren Gräbern. Correct. You solved the riddle. Jetzt ist die Frage, dürfen wir uns die anderen 2 trotzdem noch anhören? Weil wir sollen ja, glaube ich, nur 1 richtig beantworten. Das ist ein bisschen langweilig. Only dead men don't rise in the morning. Believe me, I know. Ja, das wäre cool. Gerade weil wir auch schon die ein oder andere XP-Chance verpasst haben. You may pass. Or you may try to guess another. Sehr cool. Wir dürfen also tatsächlich auch die anderen Rätsel probieren. Dann machen wir das doch mal. Let's riddle some more. Listen to the second riddle. So, auf geht's, Nummer 2. Lame chicks in a lawn, dry wood they haul. Wound up in a ditch, can't move an inch. Lame chicks sing along, dry wood they haul. Wound up in a ditch, can't move an inch. Verdammt, jetzt haben wir vergessen, uns anzugucken, was dieses Bäumchicks ist. Und wir wissen auch nicht, was das ist und haben ja auch keine Hilfe zu. Das ist also doch ein schwereres Rätsel. Bin ich selber gerade ein bisschen überfragt, weil wie gesagt gar nicht wissen, was das hier ist. Maslenitsa. Noch nie gehört das Wort. Ich cheat mal ein bisschen und google mal kurz, ob ich zumindest bei dem Wort was finde. Das scheint ja viel auf russischen Legenden zu beruhen. Vielleicht finden wir da, was das ist und dann kommen wir da vielleicht auch weiter. Okay, also dieses Maslenitsa scheint eigentlich ein ostslawisches Fest am Ende des Winters zu sein, das eine Woche dauert. Eine heidnische Feier. Gucken wir mal noch, was die Räumchicks sind.
Aber es kann natürlich sein, dass eine der möglichen Antworten ist, dass es sich eben um dieses Fest handelt, statt einer Beerdigung, dieses Fest, was am Ende vom Winter gefeiert wird. Ja, ich würde auch fast sagen, wieder 2. Aber ich gucke mal ganz kurz noch, was dieses Wormchicks ist. Das ist ein bisschen schade bei dem Spiel. Man kriegt ja viele Hinweise und Tipps. Aber im Buch, was wir ja auch nutzen können, da kriegen wir leider immer erst die Einträge, wenn das fertig ist oder wenn unser Opa das später nochmal erzählt. Und das erste Wort finde ich leider gar nicht direkt, sondern nur im Zusammenhang mit dem Spiel. Da will ich jetzt aber nicht nachgucken. Ja, das könnte halt auch das Fest sein, ne? Das würde ich nämlich auch fast vermuten. Es war jetzt auch schon oft so, dass das Rätselslösung tatsächlich auch was mit dem Spiel dann zu tun hatte, dass das irgend so ein spezieller Begriff aus dem Spiel war. Ja, bei dem Fest wird tatsächlich auch ein riesiges Feuer gemacht. Und wenn ich nach dem ersten Begriff suche, ist das einzige andere, was ich unter Google finde, tatsächlich ein Hinweis wieder auf dieses Fest. Würde ich sagen, probieren wir es diesmal mit 1. Und danach erfahren wir bestimmt, was das ist. Oh, trotzdem Fleisch. Dann wäre es wahrscheinlich doch die Beerdigung gewesen. It is a funeral procession. Ja. Scene for the deceased. Ah, okay. Alles klar. Also es wäre die Beerdigung gewesen, weil den Begriff, den wir leider nicht mehr anklicken konnten, die singen für die Verstorbenen. I remember those songs. You'll hear them too soon enough. Oh, da macht er mir Hoffnung, dass wir den Song auch bald hören werden. Die Songs. Or you may try to guess another. So, wir machen mal noch das dritte. Wir können jetzt zum Glück nicht mehr versagen, weil wir ja den Zugang an sich schon bekommen haben. Let's riddle some more. Steal a quine, tale of twine. Steal a quine, tale of twine. So, also hier haben wir jetzt irgendwas, was aus Stahl besteht und einen Schwanz aus Faden hat. Was ist das erste vermuten? Also Nadel und Faden, das passt ja irgendwie. Was hat vorne die Nadel, die aus Stahl oder irgendwas ist, und hinten den Faden dran. Ich glaube, die Steam Engine würde nicht passen. Und Samovar habe ich keine Ahnung, was das ist. Samovar scheint so ein... Also wenn ich es gerade google, finde ich da tatsächlich hier Edelstahl, Holzkalle, Samovar, 5 Liter. Da wird irgendwie Tee drin gekocht scheinbar. Das ist so ein Aufguss, irgendwas. Eine Teemaschine. Eine russische. Finde ich noch gar nicht. Cool. Aber die hat ja auch keinen Tale of Twine, oder? Gut, wir machen es wieder mit einer Abstimmung. Wir haben ja 30 Sekunden. Und ihr schreibt einfach 1, 2 oder 3. Start ab jetzt.
Noch 5 Sekunden. So, dann würde ich auch sagen, wir probieren mal, weil der Faden drin vorkommt, Nadel und Faden. Well, that's easy. Ah, I'm here to see the diesmal spinner war's after richtig. all. It's a needle and a thread. Correct. You guessed it. Look at you. You soon know your riddles. That makes you a powerful witch. Immerhin 2 von 3 hatten wir jetzt richtig. Well, you may pass. We can riddle some more. No eyes involved, just like that, for curiosity's sake. Man kann also weiter und weiter rätseln. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt aber doch mal in der Story weiter. Gut zu wissen, man kann sich hier also noch ein paar mehr Rätsel anschauen und lernt dadurch auch gleich noch ein bisschen. Oder wollt ihr noch ein paar Rätsel machen? Und Hal, du schreibst auch? Na gut, 1 noch. Let's riddle some more. Einer geht noch. Zu Listen spät. to the fourth riddle. Walks with no legs, sleeves with no arms, mouth with no speech. Also läuft ohne Beine, Ärmel ohne Arme und einen Mund, der nicht reden kann. Ohne Sprache. Walks with no legs, sleeves with no arms, mouth with no speech. Ich weiß es, ich weiß es. Und ihr kriegt wieder 30 Sekunden. 1, 2 oder 3. Ab jetzt. Und Jet hat auch schon aufgegeben. Hal, eine Idee. 1, 2 oder 3. Ich würde tatsächlich mal die 1 diesmal auswählen, weil ein Fluss läuft ohne Beine, hat Ärmel ohne Arme und einen Mund. Schauen wir, ob es richtig ist. A river has sleeves Oh. with no arms and a mouth. Der Fluss ist falsch. Was ist es Nice denn? try, but a river talks, Ah. it murmurs. Der Fluss, der redet. Ein Fluss kann eine Mündung haben, deswegen habe ich an den Fluss gedacht. Eine Flussmündung. Ins Meer zum Beispiel. Shadow is Der the Schatten. answer. Jetzt überlege ich aber gerade beim Schatten, wie man da auf die Sleeves kommt. Oh. Ein Schatten hat auch keinen Mund, oder? Oh, sehr seltsam. Ja gut, aber er hat ja dann auch Arme. Also wenn ich jetzt mir meinen eigenen Schatten zum Beispiel angucke, da sieht man ja dann eventuell auch die Arme und die Hände. Also auf den Schatten wäre ich echt nicht gekommen. I can riddle you another one. Ein bisschen, ja. Er macht auch im Englischen nicht mehr Sinn. Manchmal ist es ja so, dass die im Englischen nur Sinn ergeben. Das hatten wir vorhin bei einem Rätsel gehabt, wo es um das Date ging, was man für Dates haben kann, 3 verschiedene. Und da macht es natürlich im Englischen mehr Sinn wegen der Date, der Frucht zum Beispiel. Bei dem fällt mir nicht mal ein, dass es im Englischen mehr Sinn machen würde. Na gut. Dann jetzt aber auf zum Spinners Haus, zur Spinnerin. Hexe. All right then. I'm off to see the spinner. Vielleicht liegt es auch an der Übersetzung, weil das Spiel ist ja nicht ursprünglich in Englisch, sondern ursprünglich in Russisch. In Deutsch kann man übrigens leider nicht als Sprache wählen, wenn ich es richtig gesehen habe in den Einstellungen.
evening, Kapitalina Ivanovna. Ich möchte mal erwähnen, dass das englische Wort Spinner nicht nur sehr gut passt wegen dem Spinnen von Fäden, sondern es sieht doch alles sehr Spider-Spinnenmäßig aus, muss ich mal so sagen. Evening to you too, Yegor Evladovich. The voice of the spinner is quiet and smooth, like the rustling of pages in the Black Book. Brought you my little orphan. Became a knower recently, this one. You sure did. But what are you thinking, poking around in my business? You took my spindle. It was doing my bidding, you know. Jetzt ist es natürlich mit uns ein bisschen stinkig, dass wir dem einen Mädchen da geholfen haben und ihr empfohlen haben, die verfluchte Spinne loszuwerden, ist er natürlich nicht happy drüber. I let it slide on account of you not knowing and all. Aber sie lässt es nochmal durchgehen. God bless Kapitalina Ivanovna. She has the stirrings of a knower, your girl. Wouldn't make a bad successor for you. So why are you here? Not just to check up on an old woman, I should think. Habt ihr völlig recht, wir sind natürlich nicht nur hier, um nach einer alten Frau zu sehen. Wir wollen natürlich ihre Hilfe. Müssen aber daran denken, dass wir ihr nicht zu viel verraten. Also Dämonen nicht mehr. So, wir sollen ihr nichts von dem erzählen. Ah, wir können aber interessant ihr von dem toten Mädchen, was wir ein paar Dörfer weitergefunden haben, erzählen, also an dem Baum da hängt. Zum Schädel befragen und über das Garn, was draußen liegt. Dann machen wir das doch mal. I saw a dead girl in Villas of Woods. That was Marfa, I would guess. Die Marfa, natürlich. Dass wir das nicht Didn't erkannt have haben. money for a love potion. Was quite desperate, I gather. Oh, die hatte kein Geld für einen Liebestrank und war recht verzweifelt. Well, it serves her right. Und die Spinnerin ist da scheinbar nicht zu traurig drüber. Sagt sogar, es geschieht ihr recht. Aber mehr Hintergründe kriegen wir scheinbar nicht an. Immer nach dem Schädel. We met your doorman. What of that skull? Some lousy Khaldun. And Eretnik, God rest his soul. Und Eretnik ist also böser Zauberer, der dazu verflucht ist, dass er als Ghoul wiederkommt und die Lebenden zu verfolgen. Hasn't served his time yet, so he helps me around the house. Und er hat scheinbar seine Zeit noch nicht abgesessen und jetzt die Haushaltshilfe. Sehr schön, praktisch. Könnte meinen Abwasch machen. I wanted to ask you about this yarn you have here and around the house. This witchery is not yet for you, Vasilisa. Okay, darüber möchte sie uns scheinbar nicht mehr erzählen, außer dass das nichts für uns ist. Worte, Zauberei, Hexerei. In time you'll learn, perhaps. Vielleicht lernen wir das. It's not the same as sending fiends for milk, mind you. Und es ist nicht das gleiche wie so ein kleiner Teufelchen irgendwo Milchhund. Oder wir hier ja unsere Imps auch mal schicken müssen. Also scheint ja auch eher irgendwelche Leute mit Aufgaben zu betrauen, an sich zu. Oh, dann kommen wir mal zum Eigentlichen, weshalb wir hier sind, den Gürtel. I need a woven belt. A powerful one, Kapitalina Ivanovna. Yes, I know you came for a belt. Sie weiß schon längst, warum ich da bin, oder? Only why would I give one to you? Das ist eine schwere Frage, ohne ihr zu sagen, worum es Old geht. Igor warned me that I should watch my mouth around the spinner. How should I answer her?
Oh, da unser Opa ja schon gesagt hatte, wir sollen auf keinen Fall ihr irgendwas erzählen von dem Mädchen in dem Badehaus oder dem Dämon oder dass wir dir helfen, würde ich sagen, wir wählen jetzt einfach mal Option 2 und sagen ihr, wie toll ihre Gürtel aussehen, wie wunderschön die sind. You're known all across the Uyezd for weaving the best belts, Kapitalina Ivanovna. Genau, das machen wir jetzt. So, Honig ums Maul schmieren sozusagen. You aren't here without reason. I can indeed make good belts. You've become a knower, so I'll give you an enchanted belt. Wir kriegen sogar einen verzauberten Gürtel. So what are you going to do with your shorts? Sie möchte von uns gerne wissen, was wir denn mit unseren kleinen Imps machen, die wir immer wegschicken können. How am I supposed to answer that? I really don't know what to do with them. Sollen wir ihr beantworten, was wir mit unseren Dämonen machen, ob wir die quälen oder ob wir die nutzen, um stärker zu werden? Aktuell machen wir ja eigentlich genau das. Wir schicken sie raus, damit sie zum einen uns nicht schwächen, weil das würden sie ja sonst machen. Und sie bringen uns auch meistens Geld zurück. Würde ich sagen, aktuell benutzen wir sie, um mehr Macht zu erlangen. Shorts will help me become a powerful witch. Scheinbar die falsche Antwort. The filth will chew you up and spit you out. Never trust them. Beide Antworten irgendwie nicht richtig gepasst. Igor, the girl seems to follow in your footsteps. Und mein Opa hat es scheinbar genauso gemacht, zumindest deutet sie das an, dass wir in seinen Fußstapfen treten. Oh, you're never after anything without reason. Always some kind of ruse. Been cooking up something with your demons, have you? Jetzt vermutet sie, dass wir irgendwas vorhaben mit unseren Dämonen. Das ist I'll natürlich nicht, give ja. you the belt. Aber sie gibt It'll uns den help Gürtel you trotzdem. people, but you help mine in turn. Muss unser Opa aber scheinbar auch irgendwas helfen, oder wir letztlich. Have it your way. All right. Here's your belt. Aber wir haben jetzt schon mal das erste Item, was wir brauchen, um dem Mädchen zu helfen. Don't forget your promise, Igor. Es kommt bestimmt später dann noch als Quest auf uns zu, dass wir ihr mit irgendwas helfen müssen. You won't let me. Spinner is no simple witch. It's not the last time we'll hear of her. Das befürchte ich auch. Er hat auch völlig recht. Die ist nicht einfach, die Dame. Und die wird sich bestimmt nochmal bei uns melden, ihren Gefallen What are einfordern. you running your mouth for? You miss the whipping so much? Or does a Leshy have control of your tongue? Er war natürlich auch nicht begeistert, was wir da ihr geantwortet haben. Das hat er uns vorher nicht gesagt, dass sie da vielleicht hören möchte, obwohl er sie doch so gut kennt. Now we'll have to help her. Heaven knows with what. All right, we've got the belt. Now we must plan our next moves. And now to find the cross and a name. 2 Sachen, die noch übrig sind. Wir müssen noch ein Kreuz von einem Dämon finden und einen Namen aus dem Heiligen Buch für das Mädchen finden. Ich würde sagen, wir sammeln mal als nächstes das Kreuz ein. Then I'll start with the cross. What could be more important? In Yanidor, you'll find Evdokia Fokovna. They say her daughter was possessed by Ikota. Okay, also wir sollen in das Dorf Janidor, was im Norden liegt, weil es dort wohl ein Mädchen gab, was besessen war bei einem Dämon. So, did you get all that?
What not to get? Go to the Kotnitsa and take her cross. Wenn es uns das so einfach gibt. Mal gucken. Da hängt bestimmt auch wieder ein Quest dran. Und an der Stelle würde ich aber für heute oder für jetzt, es ist ja schon der nächste Tag, sehe ich gerade, würde ich aber für heute Abend erstmal Schluss machen. Sehr spannendes Spiel. Ich bin positiv überrascht. Im ersten Blick dachte ich, es ist echt so ein kleines, nettes Adventure. Hat aber doch überraschend viel Tiefe, überraschend viel. Also ich persönlich finde, dass da der Macher vom Spiel scheinbar sehr viel Sorgfalt und sehr viel Liebe zum Detail mit einfließen lassen hat. Bin auf jeden Fall begeistert. Ja, auch eine gute Nacht, Dr. Max. Vielen Dank fürs Reinschauen. Hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für das Spiel, wer so ein bisschen auf so eine Mischung aus Rätsel, Point-and-Click und Kartenspielen steht. Schaut es euch mal an, gibt es derzeit aktuell kostenfrei im Epic Store. Und ich werde wahrscheinlich morgen, übermorgen, auf jeden Fall jetzt die kommenden Tage das Spiel auch noch weiterspielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall. Es ist optisch auch sehr viel Liebe reingesteckt, finde ich. Sehr hübsch gemacht, gerade so die Umgebung. Die Figuren sind natürlich ein bisschen, haben so ihren ganz eigenen Stil. Aber gerade so die Landschaft, echt hübsch gemacht. Läuft auch alles sehr, sehr flüssig. Kameraführung, wenn dann die Szene mal wechselt, ist auch sehr angenehm gemacht. Und atmosphärisch, musikalisch und alles auch sehr seicht, sehr ruhig. Sehr hübsches Spiel. So, und falls ihr nicht wisst, was ihr jetzt noch weiterschauen kann, würde ich, wenn ihr mitkommen wollt, mal rüber zu einem guten Bekannten von mir, dem QLXC, und würde euch mal in seine Hände übergeben, falls ihr noch ein bisschen spielen wollt. Ihr spielt aktuell Baldur's Gate 3. Ich persönlich noch nicht angetestet, bin aber ein Riesenfan der Baldur's Gate-Reihe und ja, wir schauen mal, was er so treibt. Wir reden da mal rüber, wenn ihr mitkommen wollt. Und dem Rest von euch, wenn ihr mitkommt, wünsche ich schon mal eine gute Nacht. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, genau. Dann bis zum nächsten Mal. So, kleinere technische Probleme, gebt mir noch einen Moment.